Hi, mein Name ist Sandra und ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und seit ziemlich langer Zeit bin ich auch Künstlerin, ja, also mindestens 20 Jahre schaffe ich jetzt bereits Kunst und habe da einiges gelernt, würde ich sagen. Ja, ich bin professionelle Künstlerin, ich bin in dem Bereich professionell tätig und da würde ich dir gern ein bisschen was aus meiner Lebenserfahrung heute mitgeben und zwar im Rahmen eines Reacts, weil ich nämlich auch ein Video einer anderen Künstlerin gefunden habe, hier von Vespa Tiliu, interessanter Name, ja, die auch ihre 30 Lektionen, die sie mit 30 Jahren gelernt hat, als Künstlerin wohlgemerkt, ja, Kreativausgabe, die teilt sie mit uns in diesem Video, ist Englisch, macht da gern Captions an. Jedenfalls, das fand ich einen sehr guten Aufhänger und ein sehr gutes Thema, passend dieses Jahr, ja, da mal drauf einzugehen, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr viel Erfahrung mitgeben. Ich kann sehr viel Erfahrung mitgeben, denke ich. Und sie wahrscheinlich auch. Also lass uns das einmal anschauen. Lass uns darauf einmal reagieren, was sie hier für Erfahrungen gemacht hat. Und ich streue dann meine eigenen mit ein. Also ganz viel Spaß bei diesem React. 30 lessons I learned at 30 years old. In random order. Lesson number 1. Beautiful things reside in the uncomfort zone. I tend to not watch my favorite. Also zusammengefasst, die schönen Dinge, beautiful things, wie sie es so schön gesagt hat, die kommen, wenn du dich in eine Zone begibst, die außerhalb deiner Komfortzone liegt, ja, die Uncomfort Zone, wie sie es so schön gesagt hat. Okay, schauen wir mal, wie sie das ausformuliert. Because they make me too emotional and that feels uncomfortable. The other day I decided to watch Edward Scissorhands. After a few years I denied myself to watch it and I got really emotional because it was beautiful, such a beautiful work of art, and I remembered why I considered it one of my favorite movies of all times. So how many beautiful Edward mit den Scherenhänden, muss ich sagen, das habe ich vor Ewigkeiten mal eher so nebenbei geschaut. Und ich glaube, ich habe dem nicht genügend Aufmerksamkeit gezollt, wenn ich ehrlich bin, weil ich mich nicht so wirklich gut daran erinnere. Es soll wohl aber ein wirklich sehr markanter Film gewesen sein, auch mit Johnny Depp, das weiß ich. Das ist schon alles, aber ich war da, glaube ich, nicht so aufmerksam, wo ich den Film konsumiert habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Das passiert öfter mal, wenn ich das nebenbei schaue. Ja, ich glaube, den muss ich nochmal angucken, aber ja, das war der Film, den sie sehr emotional werden lassen hat. Deutsch, schwere Sprache. Und weil es aber auch in diesem Fall jetzt emotional außerhalb ihrer Komfortzone lag, ja, ein sehr trauriger Film. Schönes erstes Beispiel. Ich hoffe bloß, sie geht noch ein bisschen mehr auf das eigene Schaffen ein. Gucken wir mal. beautiful things do I have to deny myself only because I don't want to feel uncomfortable? This is not just about movies. Yeah. Lesson number 2. Practice makes imperfect. Okay, da ging sie jetzt sehr schnell drüber hinweg. Also ich würde es gerne noch ein bisschen ausbauen. Schöne Dinge passieren außerhalb der Komfortzone. Ja? Also generell, egal, wenn du auch, ob du etwas erleben möchtest, ja, wie sie es jetzt beschrieben hat mit dem Film, oder ob du irgendwo hinreist, wo du noch nicht warst, ja, das Markante des Neuen, des noch nicht Erfahrenen, das ist klar, aber eben auch, wenn du in irgendeinem Bereich, egal in welchem Bereich, und hier jetzt speziell bezogen auf das Kreative, wenn du da Erfolg haben möchtest, dann musst du außerhalb von deiner Komfortzone gehen. Wenn du besser werden möchtest, wenn du großartige Kunst schaffen möchtest, du wirst nicht so geboren, ja, niemand kommt aus dem Womb raus, ne, aus dem mütterlichen Bauch und kann dann sofort perfekte Zeichnung erstellen, das geht nicht, ne? Niemand kann das. Aber selbst die Leute mit fotografischem Gedächtnis, selbst die müssen ein bisschen trainieren, vor allen Dingen ihre Strichführung, um das Muskelgedächtnis reinzubekommen, ne? Also wirklich niemand kann das von Anfang an. Und wenn du da gut werden willst, dann was musst du tun? Du musst an deinen Schwächen arbeiten, meistens an den Grundlagen, ja, zeichnerische Grundlagen, Stichwort mal wieder. Aber du kannst die halt nicht von vornherein. Das heißt, sie liegen am Anfang noch außerhalb deiner Komfortzone. Du musst dich außerhalb deiner Komfortzone begeben. Es wird erstmal ungemütlich. Viele Leute scheuen sich davor, bauen keine Skills auf, weil sie es nicht ertragen können, nicht perfekt zu sein. Und das ist so widersprüchlich, weil wenn du irgendwas, wie gesagt, von Wert erreichen möchtest in diesem Leben, das habe ich auch immer und immer wieder
erlebt, um mal auf meine eigene Erfahrung jetzt zu diesem Thema zurückzukommen. Du musst über dich hinauswachsen, indem du dich unangenehmen Gefühlen stellst. Ja, das Leben hat dann auch irgendwo eine Schönheit in diesen unschönen, unkomfortablen, aber ja, das Leben ist nicht ein reiner Ponyhof, wenn wir so sind, ne? Du musst dich vielen unangenehmen Gefühlen aussetzen können, das Lernen des Aussetzen aushalten zu können und irgendwo am besten vielleicht sogar Gefallen daran finden, sodass es gar nicht mehr so unangenehm ist. Also ich bin mittlerweile auf einem Level, wo ich sagen würde, dass es mir Freude bereitet, mich unangenehm zu fühlen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber wenn ich irgendwas Neues in Angriff nehme, wo ich weiß, da habe ich jetzt noch nicht wirklich Plan von, muss ich mich erst wirklich reinarbeiten, neue Skills lernen und so weiter, dann habe ich mittlerweile eigentlich mehr Vorfreude, ja, wieder dieser Anfänger zu sein, weil gerade im Zeichnen bin ich schon so fortgeschritten. Es ist immer noch eine Herausforderung, klar, ne? Verstehe mich nicht falsch an vielen Stellen, weil da fordere ich mich natürlich auch nach wie vor heraus, aber ich habe ein gewisses Level erreicht, wo mir vieles leicht fällt, sage ich mal. Und wenn ich dann was komplett Neues angehe, sei es zum Beispiel Plotten selber beigebracht oder eben auch 3D-Druck, nicht nur das reine Modeling, sondern dann auch gucken, wie kriegt man das dann wirklich in die reale Welt. Das ist eine neue Herausforderung und da muss man wieder über sich hinauswachsen und das ist was, wo du auch dein Selbstbewusstsein damit förderst, wenn du dich immer und immer wieder neuen Herausforderungen stellst. Aber viele tun halt davor zurückschrecken und ich musste das halt ganz, ganz stark in meinem Studium lernen, persönliche Erfahrung jetzt, wo ich zuvor richtig mickriges Selbstbewusstsein hatte, habe ich mich eher unbewusst tatsächlich in eine Situation begeben, wo ich einmal völlig überfordert war. Ich bin von zu Hause ausgezogen, auch nicht gleich nur in die nächste Stadt oder im Bundesland irgendwo in eine andere Stadt. Nein, ich bin von Deutschland einmal von Sachsen nach Baden-Württemberg gezogen, ja, für mein Studium an der ABK Stuttgart, der Kunstakademie. Kommunikationsdesign habe ich studiert. Und du musst verstehen, ich war eine Person mit wirklich sehr geringem Selbstbewusstsein. Also das, was ich jetzt mache, hier vor der Kamera zu sprechen, das hätte ich damals bei weitem nicht gekonnt. Ja, ich bin da in das Studium rein und konnte praktisch nicht reden, ohne mir vorher alles präzise aufzuschreiben. Ja, auch zum Beispiel Telefonate, das ging wirklich nicht, irgendwie jemanden anzurufen, ohne dass ich eine Stichwort oder manchmal sogar ausgeschriebene Liste mit Sätzen vor mir liegen hatte. Das ging nicht, also wirklich nicht übertrieben. Es ging literally nicht. Und im Studium dann auch bei Präsentationen oder wenn ich mündlich irgendwie gefragt wurde, ich habe kein Wort rausgebracht. Ja, also im Unterschied mal dazu, wie ich heute bin, das kommt nicht von heute auf morgen, ja, das musste ich mir hart erarbeiten und da war es halt ein Anfangspunkt, dass ich einfach mal meine bekannte Umgebung verlassen habe. Ich war völlig auf mich allein gestellt. Meine Mom hat mich damals, muss ich sagen, ein bisschen zu sehr bemuttert, ja, liebe Grüße gehen raus, Mutti, ich hab dich sehr lieb, aber du hast mir ein bisschen zu viel abgenommen und ja, wo ich noch ein Teenager war. Ich wollte ja auch teilweise Sachen machen, aber dann kamen immer so Sprüche wie, du machst das eh nicht richtig und dann habe ich es auch irgendwo gelassen. Ne? Aber vieles wurde mir tatsächlich abgenommen als Teenager, wo ich nicht wirklich selbstständig sein musste. Und dann halt dieser harte Cut von überhaupt nicht selbstständig, überhaupt nicht selbstbewusst, anderes Bundesland, eigene Wohnung, in Anführungszeichen WG mit anderen, das ist auch nochmal, ne, mit komplett fremden Menschen, 5 anderen Menschen in der WG da hinzuziehen, wo du niemanden kennst, du bist in einer komplett anderen Umgebung, das Bundesland ist komplett fremd für dich, das Studium ist komplett fremd für dich, du kannst praktisch nichts, also ich war damals halt auch noch nicht vom Level her irgendwie gut. Ich habe da erstmal einen richtigen Tiefpunkt erreicht, wo ich hier angekommen bin. Also ich habe wirklich tagelang erstmal nur geweint, weil ich so überfordert war, allein von den Eindrücken und von dem, fuck, ich muss das jetzt alles selber machen, ne? Und es war gut, dass ich mich dem ausgesetzt habe, klar, ne? Aber ja, alles auf einmal. Es ist fraglich, ob das so gut ist, aber mir hat es auf jeden Fall geholfen. Auch allein so Dinge wie, ne, ganz banal, ne, wie funktioniert eine fucking Waschmaschine? Also das war damals pure Überforderung. Ich stand da, die Person, die vor mir in dem Zimmer gewohnt hat,
die hat das Bett nicht gemacht, das Bettzeug, und ich war halt abends erst nach einer 8-Stunden-Fahrt hier angekommen und musste halt erstmal noch das Bettzeug waschen, damit ich überhaupt hier schlafen konnte, und dann stand ich vor der fucking Waschmaschine und wusste nicht, wie das ging. Aber ja, so lernt man über sich hinauszuwachsen, wenn man sich Herausforderungen stellt, sei es unbewusst oder bewusst. Und wenn halt Sachen auf einen zukommen, die man erledigen muss, wie jetzt das, da kommt man nicht drum herum, dann wächst man. Es mag in dem Moment erstmal richtig scheiße sein. Wie gesagt, ich habe richtig geweint und so weiter. Aber es hat mir enorm geholfen, über mich hinauszuwachsen. Und dann eben, um auf das Kreative zurückzukommen, das Gleiche auch im Studium. Ja, Design hatte ich überhaupt keine Ahnung davor, wo ich da angefangen habe. Also was ich da für ein Verständnis für Typografie hatte, muss mal gucken. Vielleicht finde ich das noch. Ich suche es mal raus und pflanze eventuell dafür ein. Ja, also so ganz hässliche Styles irgendwie auf eine Font draufzulegen, auf ein paar Worte. Dachte ich, ja, das ist der Höhepunkt. Das ist der Peak. Nein. Da ist einiges passiert im Studium, wo ich mich vielen Ängsten stellen musste, kreativ wie persönlich. Und es war echt nicht immer schön. Ich hatte sehr, sehr viele Downphasen, auch mit einer starken Depression zu kämpfen. Aber ich kann heute sagen, dass es genau diese Herausforderungen, diese teilweise schlimmen Momente waren, die mir geholfen haben, über mich hinauszuwachsen. Und heute sehe ich viele Herausforderungen, nicht alle. Ich würde aber auch sagen, man wächst. Die Probleme wachsen mit einem. Ja, also Probleme, wo man früher gedacht hat, wie eben eine Waschmaschine, wenn ich heute ein neues Gerät anpacke oder mir erhole, dann ist es lächerlich, ja. Aber da habe ich ganz andere Probleme, wie, fuck, das Finanzamt könnte mir vielleicht den Laden dicht machen oder ich verstoße gegen irgendein Gesetz. Also wenn man selbstständig wird, ne, da kommt dann ganz andere Probleme auf einem ganz anderen Level. Aber je mehr man sich halt Herausforderungen stellt, desto, man hat nicht weniger Probleme, aber desto weniger stark nimmt man die üblichen Probleme wahr. Die werden dann mehr zur freudigen Herausforderung und desto größer werden auch die Probleme. Ja, man wächst mit jeder Herausforderung, aber auch die Herausforderungen wachsen mit einem. Das ist ganz spannend, finde ich. Aber ja, selbst bei den großen Herausforderungen muss ich sagen, ja, letztes Jahr hatte ich super viele Mahnungen tatsächlich vom Finanzamt, was aber nicht meine Schuld war, sondern weil irrtümlich eine zweite Steuernummer bei mir angelegt worden war. Also es war ganz wild, wo ich auch sehr viel hin und her mit meinem Steuerberater hatte. Auch überhaupt einen neuen Steuerberater, weil mich mein erster geghostet hatte. Ja, also das gibt's auch tatsächlich. Wilde Geschichten, ich will da jetzt gar nicht so nah drauf eingehen. Aber ja, das war eine ganz andere Erfahrung, wo ich aber trotzdem, muss ich sagen, viel gelassener war, als jetzt mit so einer ridiculous Scheiße, muss ich sagen. Also wirklich mit so einer lächerlichen Sache wie damals. Also ich muss einfach mal an diese Waschmaschine zurückdenken. Ich weiß nicht wieso, aber ich stand da wirklich weinend davor, weil es war nicht das alleine, aber eben wegen den ganzen neuen Sachen, wo ich dann hier hingezogen war, wo ich völlig überfordert war und einfach nur am Weinen war. Da muss ich immer wieder zurückdenken, dass das viel schlimmer war, als dann plötzlich so eine tatsächlich existenzbedrohende Situation wie mit dem Finanzamt. Also da ging es auch wirklich um fünfstellige Beträge, ja, also über 10.000 Euro und so weiter, wo ich dachte, okay, Anfang Selbstständigkeit, das darf ich nicht, wie soll ich das machen? Aber selbst da war ich plötzlich viel gelassener, einfach weil ich mir selber durch vergangene Herausforderungen meinen Selbstwert bewiesen hatte und wusste, ich krieg das irgendwie hin. Also es ist scheiße, ja. Richtige Probleme, die werden sich nie wirklich komplett gut anfühlen, sind wir ehrlich. Aber man lernt damit umzugehen, besser umzugehen. Man wird gelassener. Und irgendwo war ich dann auch an so einem Punkt, ja gut, wenn ich halt jetzt in den Knast gehe, kostenloses Essen, Fernsehen, eigentlich nicht so schlecht. Nee, Quatsch. Aber ich war dann auch wirklich nicht mehr so affektiert. Also es hat mich, oder tangiert besser gesagt, es hat mich nicht mehr so tangiert. Man wird wirklich gelassener. Jetzt habe ich super viel über den ersten Punkt geredet und wir haben noch 29 vor uns, es tut mir leid. Aber ja, das wollte ich mal kurz sagen zu dem, das Schöne liegt außerhalb der Komfortzone. Und jetzt gehen wir weiter zum zweiten Punkt, wo sie sagt, Practice makes imperfect. Das ist spannend, okay. Und das ist das Ziel. Übung macht, gibt es da überhaupt ein Wort im Deutschen? Unperfekt? Gibt es ja nicht, ne?
Übung macht nicht perfekt, sagen wir es so. Und das ist das Ziel. Okay, spannend. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. That's the goal. By learning to draw pen on paper, I really was able to learn to embrace imperfection. And the only way I was able to do it was by practicing being imperfect, by making more and more mistakes and learning to embrace those mistakes and play So with meint sie, them. okay. I was able to befriend imperfection, and that was one of the greatest achievements of this year. Lesson number 3. Okay, sie geht da echt schnell durch, aber lass uns nochmal zurückgehen. Also, es ist eigentlich logisch. Ja, wenn du, das habe ich eigentlich im ersten Punkt schon so ein bisschen angesprochen, wenn du besser werden willst, und bleiben wir jetzt mal beim kreativen Zeichnen, dann wirst du das nicht, wenn du eine Zeichnung erstellst, sondern wenn du sehr, sehr viele erstellst und da werden in jeder mindestens mehrere, würde ich mal sagen, 1, 2 Fehler drin sein und das ist okay, dass sie da drin sind. Du solltest Fehler eher als etwas betrachten, das dich nicht von deinem Ziel entfernt, sondern dich deinem Ziel näher bringt. Ja? Fehler bringen dich deinem Ziel näher, sofern, das ist das Wichtige, du sie reflektierst und versuchst, sie nach und nach auszubügeln. Ja? Also Fehler sind ein wunderbarer Eckpfeiler. Du kannst es dir so vorstellen, siehe das Zeichnen oder auch jede Art von Skill, die du lernen willst, als eine Reise an, wo du unweigerlich Fehler machen wirst. Ja, also zum Beispiel, du gehst ein Projekt an, willst Anatomie zeichnen lernen, lernst den Arm zu zeichnen, sehr schwere Sache. Unterteilen wir es vielleicht mal in Unterarm, Oberarm, Unterarm. Ne? Unterarm ist super komplex. Will ich jetzt auch gar nicht so ins Detail eingehen, aber es hat so grob 3 Muskelgruppen, die Flexoren, Extensoren und die Radialismuskulatur. So, und allein um das zu lernen, zu verstehen, weil sich ja auch der Radius über die Elle, ne, die Knochen, die verschieben sich auch bei unserer Bewegung, wenn wir unsere Hand drehen. Das ist echt eine komplexe Struktur, Unterarm, wo ich auch bis heute noch dran lernen muss. Das ist echt komplex. Und das lernst du eben nur, indem du mehrere Zeichnungen davon anfertigst. Es reicht nicht, wenn du eine Zeichnung erstellst. Du wirst es selbst, wenn du es abzeichnest, wirst du es nicht 100% perfekt abzeichnen. Aber vor allen Dingen wirst du es nicht internalisieren. Du wirst es nicht wirklich nachhaltig lernen, verinnerlichen, um es dann auch frei zeichnen zu können, wenn du nur eine Zeichnung anfertigst. Nein, du fertigst dann entweder von einer Pose, die du online siehst, oder vielleicht auch frei aus dem Kopf eine Zeichnung an, da werden Fehler drin sein. Und die musst du aufspüren. Ja, die sind dann der Hinweis für die Sachen, die du noch nicht richtig verstanden hast. Du kannst keine Sache 100% am Anfang verstehen. Ja, das sind meistens so 20%, 10 bis 20%, das ist eigentlich schon optimistisch gerechnet, meistens sogar eher weniger, die du verstehst, die hängen bleiben. Und dann braucht es Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und zwar auch in zeitlichen Abständen. Ja? Also es reicht nicht, wenn du das jetzt 20 Mal an einem Tag und im schlechtesten Fall auch direkt hintereinander machst, dann ja, in dieser kurzen Zeit ist das Kurzzeitgedächtnis aktiv, bleibt das hängen, dann kannst du an dem Tag innerhalb der Stunde oder in den 3 Stunden, meistens so 2 Stunden, wo man wirklich konzentriert ist, wo du das gut zeichnen kannst, aber ich garantiere dir, am nächsten Tag hast du schon wieder den Großteil vergessen und du wirst es nicht mehr auf demselben Level zeichnen können, wie du die letzte Zeichnung am Vortag erstellt hast. Und das ist völlig normal. Damit solltest du auch klarkommen oder lernen, damit umzugehen und eben das aber als Schlüssel, als Wegweiser sehen. Ja, okay, hier sind noch Fehler oder hier ist eine Lücke in meinem Wissen. Das ist ja auch irgendwo ein Fehler, ne? Wenn du was zeichnen willst und dann, oder meistens ja so, wir haben was gezeichnet und dann sehen wir einen Fehler, aber oft ist es ja auch so, wenn wir beim Zeichnen sind, dass uns da bereits bewusst wird, fuck, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht oder wie sieht das jetzt aus. Dann würden wir eine Referenz nehmen, ne, und es genauer studieren. Diese Lücken, das sind ja Wegweiser für uns, wo wir wissen, da müssen wir noch genauer hinschauen, da müssen wir wiederholen, da müssen wir reingehen. Das will ich damit sagen. Ja, also unperfekte, nicht perfekte Übung, das ist das Ziel. Ja, also genau dahin zu gehen, wo noch Lücken sind, wo noch Fehler sind, diese auszubügeln, daran zu arbeiten. Und wenn du das bei derselben Skizze machst, natürlich erreichst du dann irgendwann das Ziel, wo keine Fehler mehr drin sind. Aber als Künstler wollen wir ja immer mehr Werke erstellen. Ja, und deswegen lernt man eben auch nie aus, weil jedes Werk in sich eine neue Herausforderung darstellt. Und das ist, glaube ich, auch was, die
gut 20 Jahre, wo ich jetzt Kunst schaffe, hat mir eben das Kunstschaffen enorm geholfen, meinen Selbstwert aufzubauen, weil eben jedes Kunstwerk wenn du das wirklich fertigstellst, ein Beweis dafür ist, dass du dich nicht nur diesen unangenehmen Gefühlen ausgesetzt hast, sondern auch so viele Probleme gelöst hast. Ja, jedes Kunstwerk stellt so viele Probleme in sich dar. Die Komposition, wenn du Menschen zeichnest, so viele anatomische Probleme. Ja, ich habe jetzt nur ein bisschen was zu dem Arm gesagt. Wenn du einen kompletten Körper zeichnest, gibt es sehr viel Fehlerpotenzial und Perspektive, ja, die Proportionen generell, also die ganzen Grundlagen, aber auch spezifische Details. Da gibt es so viel falsch zu machen oder so viel. Kunst ist ja auch oft im Auge des Betrachters, ne, aber auch so viel Unstimmigkeiten, die müssen nicht Fehler sein, aber wo du weißt, das gefällt dir jetzt noch nicht so, du willst daran arbeiten. Also einfach jedes Kunstwerk ist so ein krasser Beweis, dass du viele, viele Probleme gelöst hast. Ja, und wenn du das eben über die Jahre akkumulierst, so wie ich es getan habe, wirst du dich immer besser mit dir selber fühlen, wenn du die Dinge wirklich zu Ende bringst und nicht nur Skizzen mit den immer gleichen Fehlern anhäufst. Das ist das Wichtige, wenn du eben aus deiner Komfortzone herausgehst oder eben diese unperfekten, nicht perfekten Zeichnungen analysierst und die Fehler bearbeitest, ausbügelst, Schritt für Schritt. Okay, ich rede echt viel zu lange, aber ich hoffe, es ist ein bisschen Mehrwert mit dabei. Es soll ja auch meine persönliche Erfahrung mit einfließen. Schauen wir uns Tipp Nummer 3 an. Lesson number 3. You're stronger than you think. This lesson got to me. Du bist stärker, als du denkst. Lektion 3. Even more deeply this year, but it's something that I actually learned last year. When others are in need, I really can be stronger for them. And maybe I never realized I could be that strong. Also Lektion Nummer 3, du bist stärker, als du denkst. Gehe ich auch mit. Sie hat es jetzt sehr stark auf andere bezogen. Ich habe da schon viel vorher gesagt. Aber ja, wenn du vor allen Dingen, bleiben wir mal beim Kreativen, sie hat das jetzt sehr verallgemeinert, aber immer, wenn ich irgendwas für andere geschaffen habe, künstlerisch, dann bin ich auch über mich hinausgewachsen und hatte vor allen Dingen eine viel, viel stärkere Motivation, die Kunstwerke trotz der Probleme zu Ende zu bringen. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal angesprochen, aber zum Beispiel das Kunstwerk, was ich für meinen Bruder angefertigt habe zu seinem 40. Geburtstag, gibt es übrigens auch ein Video auf dem Channel. Diablos, die Final Fantasy Figur, die ich da erstellt habe in 3D-Druck. Das war ein gewaltiges Projekt und mit sehr, sehr vielen Herausforderungen verbunden. Und ich war da wirklich ein paar Mal kurz vorm Aufgeben, bereits am Anfang mit dem Konzept, fuck, wie mache ich das mit der Lampe? Wie kriege ich das dann unten dran? Also wie ich mir das vorgestellt habe, war es sehr, sehr schwierig, da das in Realität schon umzusetzen. Also das Konzept an sich war schon die Herausforderung. Eine 3D-Figur herabhängend unter einer Lampe, wo ich noch überhaupt keine 3D-Druckerfahrung hatte oder wirklich nur minimal. Das allein war schon so eine krasse Herausforderung. Ich mir dachte, oh fuck, das wird echt ein Hammer. Aber ich musste dann immer wieder daran denken, nein, du machst es für deinen Bruder, der wird nur einmal 40 und du willst ihm was zurückgeben für all die schöne Zeit, die wir da gemeinsam hatten und ja, einfach, wie er mir auch geholfen hat und einfach, dass er mein Bruder ist und ne, also einfach die Liebe, die ich da ausdrücken wollte, hat mich unglaublich motiviert, da dran zu bleiben und wirklich die Lösung zu finden, mein Konzept genauso umzusetzen, wie ich es wollte und nicht auf ein Alternativkonzept auszuweichen, was ich dann generiert hatte, ja, ein bisschen easier, eben nicht, dass die Figur unter der Lampe hängt, sondern auf einer Lampe draufsteht. Das war deutlich einfacher von der Umsetzung her. Aber ich habe dann gedacht, nee, du gehst nicht den einfachen Weg. Du willst es geil machen. Du willst genau das Konzept umsetzen, was du dir erdacht hast. Macht auch viel mehr Sinn für den Ort, wo du dir vorstellst, dass er es dann platziert. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe so lange nach einer Lösung gesucht, bis ich sie gefunden habe. Ja, in dem Fall dann die passende Lampe gefunden und den passenden 3D-Drucker und all das drum und dran. Das war ein unglaublich bereicherndes Projekt, aber ja, auch da wieder, da gab es Momente, da wollte ich nicht weitermachen. Ja? Das war nicht schön, da habe ich mich ja nicht gut gefühlt, das kann man nicht schön reden. Das ist so.
Ja, und damit musst du lernen, klarzukommen. Das passiert. Und wenn das in dem Moment vielleicht nicht geht, dass du weitermachen kannst, dann nimm halt eine Pause, mach eine Pause. Ja, ich habe dann auch erstmal einen Tag das Projekt liegen lassen und gesagt, nee, heute wird das nichts mehr. Heute bin ich nicht in dem mentalen Space, wo ich bereit dafür bin, daran zu arbeiten, daran weiter zu suchen, nach einer Lösung zu suchen, geht heute nicht. Und das ist fein. Ja, also verzeih dir da auch, wenn du nicht immer volle Power geben kannst, wenn du nicht jeden Tag weiterkommst. Auch Stillstand ist ab und zu, das darf nicht die Norm sein, aber Stillstand ist auch ab und zu die Lösung einfach. Ja, das gehört auch dazu, dass du ab und zu auf Plateaus bist, wo es nicht weitergeht. Sei es bei einem spezifischen Projekt oder auch generell beim Lernen. Manchmal will es einfach nicht direkt sitzen. Dann setz dich immer und immer wieder dem Lernstoff aus. Manchmal reicht es schon oder braucht es wirklich einfach nur das, dass du denselben Stoff, zum Beispiel eine Lektion in einem Kurs, wie zum Beispiel bei meinen Kursen, hey, ich biete auch Online-Kurse an, kleine Werbung zwischendurch, wenn du einfach die Lektion noch ein paar Mal schaust. Ja, also manchmal beim ersten Mal hören verstehen wir es einfach nicht. Das ist okay. Dann schaust dir halt nochmal an. Oder wenn es halt partout nicht klappen will, dann hol dir halt vielleicht anderes Lernmaterial. Hol dir ein anderes Buch, einen anderen Kurs, was auch immer, bis du es verstehst. Ja, bleib da dran, aber vielleicht mit zeitlichem Abstand, dass du nicht versuchst, heute hämmere ich mir das ein. Komme, was da wolle, wenn es heute nicht klappt, dann nie. Ja, also nein, dann gönnt ihr auch Pausen. Das ist halt das Wichtige, die Balance zu finden und zu verstehen, okay, klappt es jetzt einfach nicht, weil mir der passende Stoff fehlt oder weil mir tatsächlich mal einfach eine Pause fehlt. Ne? Also das musst du auch lernen zu differenzieren. Und das fand ich jetzt schön, dass sie da auch andere mit einbezogen hat. Nochmal, also du bist stärker, als du denkst. Bei mir wirklich immer eine große Motivation, Kunst für andere zu schaffen. Da wächst du wirklich über dich hinaus, finde ich. Weil du einfach, wenn du ein geiles Konzept hast, wenn du weißt, dass das wird der Person Freude bereiten, dass du dafür in der Regel alles tun wirst, um das umzusetzen. Das kann ich so unterschreiben. Schauen wir mal Tipp 4 an. Lesson number 4 is you're weaker than you'd like to admit. Das Gegenteil. As we're willing to be stronger when others are in need, we need to be willing to let others be the stronger ones for us when we need it. Das finde ich schade, dass sie da jetzt nicht ein Beispiel anbringt. Aber ja, dass wir auch manchmal einfach, ja, genau, im Gegenteil zu dem Tipp vorher, dass wir auch unsere Schwächen einfach mal eingestehen. Ja, manchmal sind wir schwächer, als wir es zugeben möchten, wie es hier steht. Wir müssen es halt erkennen, wenn wir Hilfe brauchen und dann diese auch einfordern, oder was heißt einfordern, aber auch einfach um Hilfe bitten. Das fällt mir persönlich auch schwer, muss ich sagen. Das ist was ich mittlerweile besser kann auf jeden Fall, aber ich bin trotzdem nach wie vor jemand, das ist auch irgendwie, glaube ich, so ein Ossi-Denken, ich weiß nicht, aber ich bin jemand, ich versuche so gut wie alles selber zu machen. Ja, also selbst ist die Frau. Ich will einfach niemanden belästigen und gleichzeitig sehe ich es aber auch oft als einen Gewinn an, mir Dinge selber beizubringen oder eben auch wieder hier Herausforderungen. Ne? Ich kann das selber. Aber ja, ich habe es gelernt, Dinge auch abzugeben. Zum Beispiel, da habe ich ein gutes Beispiel. Für meinen anderen YouTube-Channel. Ja, ich mache auch Anime-Reactions. Da habe ich auch einen Cutter mir engagiert für die ersten Videos. Der mir diese schneidet, weil ich das einfach vom Workload nicht konnte. Aktuell gucke ich gerade noch ein bisschen mit Software-Alternativen, aber ja, also ich habe da sehr, sehr viele Videos mir dann schneiden lassen, nachdem ich so einen ersten eigenen Versuch gemacht hatte und wusste, ja, so will ich es haben. Ich wollte das gerne weitermachen, dieses Projekt mit den Reactions, aber ich wusste, mit all dem Workload, den ich nebenbei hatte, das kriegst du nicht hin auf Dauer. Ja, und das war so ein erster Moment, wo ich tatsächlich Freelancer engagiert habe, das hatte ich zuvor auch noch nicht, wirklich delegiert habe, einen Job, den ich normalerweise selber mache, Videoschnitt. Und in dem Fall ging es auch, bei meinen Kursen ist es nicht wirklich möglich, weil ich viel von den Sachen, die ich dann reinschneide, während dem Schneiden erst produziere, also das geht nicht wirklich, da den Videoschnitt zu übergeben, aber bei den Reacts geht's, ja, also wenn es geht und wenn du merkst, das ist auch nicht dein Kernthema, ist es ja nicht der Videoschnitt bei den Reactions, sondern die Reactions selber zu machen, so wie ich es jetzt eben aufnehme. Das ist der Kern. Ja, dann guck, ob du das abgeben kannst. Manchmal fehlen da die finanziellen Mittel. Ja, aktuell muss ich auch gucken, muss ich wieder ein bisschen reduzieren.
Es ist immer noch ein kleines Projekt, ja, ein Nebenprojekt, das sich nicht selber finanziert, noch nicht. Und da muss ich auch gucken, wo kriege ich die Mittel dafür her, um den Cutter zu engagieren. Aber selbst wenn es nur 1, 2 Videos im Monat sind, die da abgenommen werden, das sind halt immerhin so 2 bis 4 Stunden, die ich mir da freischaufle für andere Projekte pro Video. Ja, das ist sau viel Arbeit, ein Video zu schneiden. Auch dieses hier, selbst diese Reaction, das wird nachher extrem viel Arbeit sein, vor allen Dingen, weil ich so viel rede auch. Ja. Aber ja, das ist einfach Arbeit und da musst du gucken, kannst du das vielleicht abgeben? Kannst du eingestehen, dass du manchmal schwächer bist, als du es dir eingestehen möchtest? Oder einfach, dass du weniger Zeit hast, als du gerne hättest? Und dann nimm Hilfe an, delegiere oder frag halt Freunde, wenn es geht. Bei sowas jetzt natürlich nicht, wenn du so ein ongoing Project hast, ja, Kreativprojekt, wo du viel Hilfe brauchst, ja, dann investier das auch, ne? Dann investiere Zeit und Geld und Mühe, um jemanden zu finden, der dir da bei Sachen hilft, wo du weißt, dass du es nicht alleine gebacken bekommst. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, eines der härtesten Learnings, würde ich sagen, für mich selber war. Number 5, life's too short to make it about work, especially for us creative people. Creative people like me work really hard to the insane privilege of doing what we love as our job. But we need to be careful to not turn that love into just work. Because we do that, we're not doing what we love anymore. We're just working. And every time we're going to do that thing we love outside of work, it'll still feel like a job. I need to remind that and to be very careful to not make everything about work. Oh ja. Da ist was richtig Wahres dran, was ich jetzt angesprochen hatte. Tipp 5, mach es nicht alles nur der Arbeit wegen oder sieh das Kunstschaffen nicht nur als Arbeit an. Das ist ein sehr, sehr schneller Weg. Wo ist es denn? In den Burnout auf jeden Fall. Hier, life's too short to make it about work. Das Leben ist zu kurz, um es nur um Arbeit zu gestalten. Und ja, zum Teil gehe ich damit, zum Teil aber auch nicht, weil ich viel meiner Persönlichkeit über meine Arbeit definiere und Freude darin generiere. Weil sie hat es halt auch so formuliert im Sinne make it about work. Ich würde sagen, make it only about work. Ja, also wenn du es nur dein Leben auf die Arbeit fokussierst, dann ja, ne, also ein Extrem in irgendeine Richtung ist eigentlich fast immer schlecht. Da gehe ich auf jeden Fall mit, aber natürlich gestalte ich mein Leben um meine Arbeit herum. Natürlich, mein Leben ist zum Großteil meine Arbeit. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Ja, also wir arbeiten ja mindestens 30, 40 eigentlich mehr als 40 Jahre. In der Regel 8 Stunden. Die meisten, ja, eher tatsächliche Arbeit deutlich weniger, aber ich als Selbstständige mindestens 8 Stunden täglich, auch am Wochenende und in der Regel nicht immer. Aber deswegen, es macht einfach einen massiven Teil von meinem Leben aus und ich habe es mir zum Glück so gestaltet, dass es mir auch zum Großteil, abgesehen von Buchhaltung, aber gehört halt auch dazu, ne, dass es mir zum Großteil auch Freude bereitet. Ja, das wäre natürlich das Ziel, wenn du einen Job hast, der dir viel Freude bereitet, aber selbst da brauchst du einen Ausgleich. Und ich hatte halt sehr, sehr früh zum Glück auch gemerkt in meiner Selbstständigkeit, ich war am Anfang ja Freelancer für Gaming, ja, also Game Artist kann man sagen, habe sehr viele 2D-Arbeiten, Concept Art, aber eben auch Miniaturen erstellt und habe da aber schnell gemerkt, dass mir das Kreativsein und die Freude am Kreativsein dadurch verloren gegangen ist. Ja, also ich hatte wirklich, irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich echt keine Lust mehr hatte zu zeichnen oder 3D zu sculpten. Das waren so die Sachen, die ich hauptsächlich gemacht hatte. Und das ist nicht gut, wenn du deine Liebe zum Beruf machst und deine Liebe stirbt, weil du sie zum Beruf gemacht hast. Und das war dann für mich auch der Punkt, um die Zeit herum, wo ich gesagt habe, nee, ich muss was ändern. Und zum Glück hatte ich eine andere Passion bereits so nebenher laufen,
wo ich wusste, eigentlich willst du das mehr machen, nämlich das Unterrichten, ja, das Lehren von kreativen Konzepten, wo ich weiterhin kreativ schaffe, aber nicht mit dem gleichen Load. Ja, es geht eben nicht nur darum, schöne Bilder zu schaffen, also eigentlich sogar am wenigsten, sondern die sind meistens nur Beispiele für das Strukturelle, was du vermittelst, was ich ja in meinen Kursen mache. Und da hatte ich so viel mehr Freiraum plötzlich, wo ich angefangen habe, meine Kurse zu machen, online, aber eben auch vor Ort, wo ich Dozentin geworden bin, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es oder das ist auf jeden Fall mehr als das, was ich bisher gemacht habe. Ich will nicht einfach nur ein Rädchen im Getriebe sein und die Projekte von anderen umsetzen. Ich will meine eigenen Projekte umsetzen und das kann ich am besten, indem ich meine Stärken nutze und die sind eben nicht nur das Kreativschaffen, wo der größte Wettbewerb besteht, sondern ich habe mehrere Stärken kombiniert. Das würde ich eigentlich schon fast als eigenes Learning bezeichnen. Ja, kombiniere deine Stärken, um deine wahre Stärke zu finden, um das Beste aus deinem Leben zu machen. Ja, weil Spezialwissen in einem Gebiet, da gibt es sehr, sehr viel Konkurrenz. Ja, Künstler sind super viele gute unterwegs, vor allen Dingen global gesehen. Wir sind ja in einem globalen Wettbewerb im Prinzip als Künstler, ja, heute mit der digitalen Welt, mit dem Internet. Und wenn du da herausstechen willst, da reicht es einfach nicht mehr, gut zeichnen zu können. Und sobald du aber eben mehrere Skills, hochrangige Skills kombinierst, wie eben bei mir, das strukturelle Wissen vermitteln. Ich kann sehr, sehr gut Wissen vermitteln und das eben auf eine strukturelle und einfach eingängige Art und Weise. Ich kann sehr gut schreiben, was für die Skripte auch sehr wirklich notwendig ist. Und viele andere Dinge. Ich bin technisch versiert, was auch viele Künstler jetzt nicht so sind. Ich habe früher teilweise auch ein bisschen gecodet und Stuff. Also ich habe da viele, viele kleinere Nischen, wo ich sehr gut drin bin und diese habe ich mir gepackt und in eine Profession sozusagen zusammengestampft, wo ich mich jetzt auch The Coaching Artist nenne. Ja, ich bin eben nicht nur Artist, sondern ich coache Art. Ja, ich schaffe nach wie vor Kunst. Das ist ein neues Learning eigentlich auch schon wieder dann, was ich teilweise ein bisschen verloren hatte mit eigener Kunst schaffen. Da bin ich jetzt wieder stärker dabei. Vielleicht, ich glaube, wir kommen aber noch dazu, das wird sie bestimmt auch ansprechen. Jedenfalls, ich schaffe eigene Kunst, ja, Artist, aber ich lehre sie eben auch. Ich bin eben auch Lehrer und vor allen Dingen lehre ich was? Kunst, Coaching Artist, ja, und coache andere auch. Das ist was nicht viele können. Ja, viele können vielleicht gut zeichnen, aber sind nicht wirklich gute Lehrer. Es gibt vielleicht gute Lehrer, aber die können nicht gut zeichnen. Auch schlecht, wenn man kreativer Lehrer sein möchte. So, und deswegen diese Kombination mit noch ein paar anderen Sachen hat das Digitale. Deswegen bin ich eben vor allen Dingen auch online unterwegs. Auch wenn ich natürlich Präsenzunterricht das auch habe, aber da habe ich so viel kombiniert, ja, dass es super schwer wird, mit mir in den Wettbewerb zu gehen, weil einfach diese einzelnen Skills, die auf ein hohes Level zu bringen, all diese Skills, das ist viel schwerer als einen Skill zu maximieren und selbst da wird es immer jemanden geben, der besser ist als du. Ja, es gibt so dieses Meme, there's always an Asian better than you. und das ist einfach true, es ist wahr. Ja, und wenn du aber mehrere Skills auf einem hohen Level kombinierst, dann grenzt du dich viel, viel stärker vom Wettbewerb ab. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt dann, wo ich meine Selbstständigkeit dahingehend geändert habe. Und plötzlich konnte ich tatsächlich auch davon leben, was am Anfang nicht der Fall war, obwohl ich, nicht mehr, ich arbeite immer noch viel, aber es war auf jeden Fall deutlich zehrender damals, diese 8+ Stunden, also wirklich mehr als 8 Stunden täglich zu arbeiten. Das war zehrender deswegen, weil vor allen Dingen auch die Entlohnung nicht gestimmt hat. Ja, du hast dich quasi, oder ich habe mich auf den Knochen runtergearbeitet und es ist nichts hängen geblieben. Das waren so, keine Ahnung, 1200 Euro brutto, die ich am Anfang verdient hatte. Das war nicht viel. Da kannst du nicht leben von, vor allen Dingen nicht im Raum Stuttgart. Das ist nicht gut. Und da musste ich was ändern und das habe ich heute und heute bin ich auch viel besser aufgestellt. Eben aber vor allen Dingen würde ich sagen, durch diese Spezialisierung über mehrere Bereiche hinweg. Und jetzt bin ich ein bisschen von der Lektion abgekommen. Das Leben ist zu kurz, um es nur über Arbeit zu machen, aber es war mir jetzt ein wichtiger Punkt. So, deal with it. Lektion Nummer 6. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller über die Punkte drauf eingehen, sonst sitzen wir nächstes Jahr noch hier, wenn ich dann auch schon 31 bin.
Lesson number 6 is if you don't give yourself a break, your body will. If you overwork yourself, your body is going to give you that break. And it is not going to be pleasant. And one thing I learned this year in a time where I was really not feeling good is that I could have just took a break. I could have avoided feeling that bad in order to be forced to take a break. And I could have just took a break. Oh, das ist so eine der wichtigsten Lektionen, würde ich sagen, die sie jetzt hier angesprochen hat. Mit, wenn du dir nicht selber eine Pause gibst, dann wird es dir dein Körper geben. Also Stichwort Gesundheit. Irgendwann, wenn du dich zu lange kaputt arbeitest in der Regel, aber kaputt machst, sagen wir mal verallgemeinernd, und du das vernachlässigst, ja, wenn du eben nicht darauf eingehst, in Form einer Pause, Stressreduktion oder einfach einen anderen Weg gehen, was auch immer, dann wird dein Körper mit einer Krankheit in der Regel antworten, auf jeden Fall mit irgendeinem Gebrechen, was dich dazu zwingt, eine Pause einzunehmen. Ja, if you don't take a break, you will have to take a break. So, also das ist so wahr. Das größte Beispiel, was ich dazu habe, ist wahrscheinlich, wo ich 2017 mit meiner Depression zu kämpfen hatte, die ich sehr lange ignoriert habe oder auf falsche Art und Weise dann versucht habe zu bekämpfen am Anfang, wo ich eben dachte, dass mit mir was falsch ist, dass ich mich nur stärker anstrengen muss, um diese negativen Gefühle zu unterdrücken und härter zu arbeiten und so weiter. Nee, das war nicht die Lösung. Es waren andere Dinge die Lösung. Es war auch nicht nur ein Problem, es waren viele, die sich da akkumuliert hatten, aber im Sinne, nein, derselbe Weg, nur härter, das ist nicht die Lösung, sondern ein anderer Weg, das ist die Lösung. Und was war dann der Fall? Ich habe es lange ignoriert und im Endeffekt hatte ich dann so eine schwere Erkrankung entwickelt, dass ich operiert werden musste. Ich will jetzt nicht auf die Details drauf eingehen, das könnte ein bisschen grafisch werden. Aber ja, ich musste tatsächlich operiert werden. Es ging nicht mehr. Mein Körper hatte quasi den Notknopf gedrückt. So, jetzt mach mal Pause. Jetzt hältst du mal das Maul und hörst mal auf mich. Ja, jetzt nicht mehr hier das machen, sondern jetzt kümmere dich mal um dich selber. Und das war jedes Mal der Fall, wenn ich mich vernachlässigt habe. Es kam immer und immer wieder und zum Glück bis heute seltener. Eben weil ich gelernt habe, besser auf meinen Körper zu hören. Klar, man wird immer mal wieder zurückfallen in alte Muster. Klar, das passiert. Das sollte auch okay sein, dass man sich da nicht unnötig fertig macht, aber es sollte auf jeden Fall weniger werden. Man sollte aus seinen Fehlern lernen und das, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich merke es die meiste Zeit wirklich, wenn ich heute krank werde, weil ich mich mittlerweile sehr gut um meinen Körper kümmere. Ich esse ziemlich gesund, ich mache sehr viel Sport. Ich gucke, dass mein Immunsystem gut ist. Mit dem Schlaf, das ist noch ein bisschen das Problem, aber ich weiß, das ist eine große Baustelle und die packe ich auch an, weil es so wichtig ist. So, aber wie gesagt, größtenteils achte ich auf mich. Und wenn ich dann eben krank werde, was entsprechend selten der Fall ist, ist es so gut wie immer, weil ich eben nicht auf mich geachtet habe. Und eben sei es nur sowas wie, dass ich mehrere Tage nicht gut geschlafen habe und damit mein Immunsystem so geschwächt war, dass ich anfälliger war, mir eine Erkältung einzufangen. Ja, das ist dann auch ein Beweis dafür, hey, du hast nicht auf dich geachtet, hier bitteschön krank. Ja. Und dann war ich im Bett, was ich zuvor nicht war, weil ich nicht genügend geschlafen habe. Dann musste ich schlafen. Oder zumindest auf jeden Fall mir Ruhe geben. Ne? Also das auf jeden Fall. Oder auch andere Gebrechen. Zum Beispiel auch eine Entzündung von meinem Hals, Mandelentzündung und Lungenentzündung war es nicht, aber verschiedene Entzündungen hatte ich da mal, wo ich nicht wirklich sprechen konnte und das ist nicht gut, wenn man Kurse produziert, die aufs Sprechen ausgelegt sind oder wie jetzt hier Videos produziert, das ist nicht gut. Aber da hatte ich es teilweise eben auch übertrieben, teilweise 8-10 Stunden aufgenommen, das mache ich heute nicht mehr. Ja, das ist Maximum und das versuche ich auch zu meiden, sind eigentlich so 6 Stunden, meistens eher so 2 bis 4, was ich nicht überschreite, um eben nicht wieder meinen Körper so auszuleiern, dass er sagt, nee, jetzt mach mal erstmal wochenlang nichts mehr, weil du es jetzt so übertrieben hast, dass du eine Pause brauchst. Also sowas auch auf jeden Fall. Ne? Also immer auf die Gesundheit achten. Vor allen Dingen auch, um auf das Kreative zurückzukommen, Handgelenk. Ja, das ist so das Hauptding bei uns Künstlern, Sehenscheidenentzündung. Been there, done that, not good. Also darauf achten, dass du dir regelmäßig Breaks gibst,
Pausen gibst, wo du einfach nicht durchzeichnest. Ich würde wirklich sagen, so 2 Stunden am Stück zeichnen sollte das Maximum sein und danach eine Pause einlegen. Mindestens, am besten eigentlich nicht weiterzeichnen. Ja, wenn du jeden Tag 2 Stunden zeichnest, klar, wenn du professionell unterwegs bist und da ist halt wieder das Thema, ne, zu viel des Guten, musst du das und das ist halt eigentlich nicht gut. Am besten wäre es, wenn du es verteilst auf mehrere Tage, sodass du dich eben nicht der Gefahr aussetzt, deine Gelenke hier, deine Sehnen, all das zu überanstrengen. So, darauf achte ich heute auch. Sobald ich merke, ne, ich werde hier müde im Handgelenk oder ich spüre das Ziehen, auch zum Beispiel, wenn ich zu lange am Rechner arbeite, ich habe zwar eine ergonomische Maus mittlerweile, aber auch da ne, zu viel Videoschnitt und all das. Ich versuche das immer abzuwechseln, auch immer zwischendrin Übungen zu machen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video erstellt, wie du ergonomischer zeichnen kannst. Ja, also gesundheitlich fördernder oder zumindest nicht so bedenklich wie üblicherweise, ne, so gekrümmt über dem Zeichenbrett. Das willst du eigentlich vermeiden. Und ja, viele solche Sachen, da findest du auf jeden Fall Tipps in dem Video. Schaue ich mal, dass ich das auch verlinke. Also schau darauf, dass du deine Gesundheit nicht vernachlässigst. Das ist dein größtes Gut. Wenn das nicht da ist, ja, und das ist auch sowas, da merkt man erst, dass es so wichtig ist, wenn es halt fehlt. Also Gesundheit sollte Priorität Nummer 1 sein, und zwar deine eigene. Ja, du kannst niemand anderen helfen, wenn du selber krank bist. Ist so. Kümmert dich immer erst um dich selber. Ist genauso wie im Flugzeug. Du setzt erst dir selber die Maske auf, bevor du das bei deinen Kindern oder deinem Mann oder wem auch immer tust. Niemand ist geholfen, wenn du zuerst verreckst. Ist so. Ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also wirklich erst um dich selber kümmern, um deine Gesundheit und das nicht vernachlässigen. Sehr, sehr wichtiger Tipp. Lesson number 7. Faith without uncertainty is just knowledge. I thought that believing in myself and having to have faith in my dreams required being absolutely certain of the fact that those things were achievable. But if you have that amount of certainty, then you're not believing, you're not having faith, you just know. This is comforting to me because I can tell myself that it is okay to have doubts, it's okay to feel uncertain, because it is part of having faith. It is part of believing in something. Because if you believe in something without uncertainty, you just know. I'm allowed to have my doubts and still believe in myself. Oh, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Glaube ohne Unsicherheit ist einfach nur Wissen. Gehe ich sofort mit. Ja, und Glaube jetzt nicht in dem Sinne von religiöser Glauben, sondern der Glaube, dass du etwas kannst, ja, dieses Selbstbewusstsein, das ist immer wieder bei dem Thema, das kommt immer mit einer gewissen Unsicherheit daher, Glaube. Du musst es dir auch eingestehen, dass du, wenn du ein neues kreatives Projekt angehst, was wirklich eine Herausforderung ist, dass du nicht von Anfang an mit Sicherheit sagen kannst, wie es ausgeht und ob es überhaupt gut ausgeht. Ja, es geht immer mit einer gewissen Unsicherheit einher. Ansonsten wiederholst du einfach nur, was du schon kannst. Alles Neue ist mit einem Teil der Unsicherheit versehen. Auf jeden Fall. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Beispiel, wo ich meine Online-Kurse gestartet hatte, habe ich natürlich entsprechend viel Recherche betrieben, um das so gut wie möglich aufzuziehen. Ja, mein erster Kurs, die digitale Porträts zeichnen Masterclass, das war mein erster Kurs tatsächlich, mein erster großer Kurs, habe ich super viel Recherche betrieben. Ja, wie macht man das überhaupt mit Online-Kursen aufbauen und natürlich auch meine Skills verfeinert, was das Porträtzeichnen an sich belangt, welche Technik brauche ich, all das gelernt, ja, und eben auch Marktrecherche betrieben, wie kann ich das am besten veröffentlichen, wer will das haben, wer ist so meine Zielgruppe, ne, wie komme ich an die, all das, welches Marketing mache ich dann, um die Leute zu erreichen, dass die das Produkt dann auch sehen, was oft vernachlässigt wird, ne, das konnte ich recherchieren, da konnte ich mir Wissen einholen, aber es blieb trotzdem diese gewisse Unsicherheit, Restunsicherheit, dass es nicht klappen kann, ja, also im Endeffekt war es dann trotzdem ein Leap of Faith, wie man so schön sagt, ne? Ein Sprung ins Ungewisse. Das ist eine tolle Übersetzung im Deutschen. Wo ich
wusste, okay, so und so viel kann ich mir jetzt aneignen. Am Ende ist es aber trotzdem ein Gamble. Es ist trotzdem ein Versuch. Ja, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich kann so viel dafür tun, dass es funktioniert, aber es ist trotzdem unsicher. Aber ich habe das noch nie zuvor gemacht. Ich weiß nicht, wie es ankommt. Ich weiß nicht, ob das, was ich recherchiert habe, auch wirklich stimmt. Ne? Also sehr, sehr viele unsichere Faktoren. Gib dein Bestes, aber ja, seid ihr auch bewusst, dass nichts komplett sicher ist und dass die Projekte, wo es sich am meisten auch lohnt, die umzusetzen, dass die immer mit Unsicherheit einherkommen. Und ja, klar, ich mache auch immer noch Projekte, wo ich mir sicher bin, dass sie gut ausgehen. Ja, zum Beispiel Fanart. Ich muss da nicht irgendwie selber, in der Regel, natürlich, man hat schon so einen gewissen Teil, wo man ein Konzept noch ein eigenes dazu entwirft, aber man hat ja Fanart, ne, wenn man Charaktere nimmt, die bereits existieren. Das steckt ja schon im Namen, sie existieren bereits. Ja, also man hat bereits ein gewisses Konzept vorgegeben. Da weiß ich mit den Skills, die ich jetzt habe, das kann nicht so scheiße werden. Ne? Also das wird schon ganz gut werden, was ich da als Fanart umsetzen werde. Macht mir auch Spaß, ne? Ist so Wohlfühlbereich. So, das ist was, da gebe ich mich dem auch hin. Ne? Also wo ich eine Sicherheit habe, das lässt mich gut fühlen. Aber gleichzeitig setze ich eben auch trotzdem sehr, sehr viele Projekte um. Zum Beispiel auch jetzt meine Kursreihe, ja, Zeichnen lernen mit der S-Methode, so was meine Hauptkursreihe ist mittlerweile und wird. Ich baue sie ja noch aus. Das ist ein System, was ich selbst entwickelt habe. Das gibt es nicht. Ja, ich kann da bei niemandem schauen, wie hat denn der das gemacht? Klar, hier und da wurde bereits Perspektive gelehrt. Da wurde bereits gelehrt, wie man Proportionen erfasst. Klar, das gibt es. Aber so exakt dieses System, wie ich das alles kombiniert habe, meine eigenen Erfahrungen, all das natürlich auch einfließen lassen habe und einfließen werde, nach wie vor einfließen lassen werde, das gibt es halt so nicht. Ich kann das nicht abgucken und das wäre auch relativ dumm, weil dann würde ich einfach nur auf diesen Kurs verweisen, wenn es den schon gäbe. Gibt es aber nicht. Ja, ich habe ein eigenes Konzept entwickelt und das ist schwer. Das ist mit viel Unsicherheit verbunden, weil es eben noch nicht einen vorgetrampelten Weg gibt. Aber das ist dann auch das, wo man über sich hinaus wächst wiederum. Ne? Das ist dann auch wieder Thema 1, die Komfortzone verlassen in dem Fall. Lesson number 8. Forgive your ambition and embrace it. So, a person that used to be very close to me used to kind of make me feel ashamed about my dreams and ambitions. I got to a point where I couldn't really dream much bigger because the bigger my dreams were, the worse I was going to become as a person, which does not make any sense. I had to actually switch from forgive your ambition to embrace your ambition because there's nothing wrong with my ambitions. Oh, das ist was uns auch viele andere Menschen einimpfen. Wichtiger Punkt. Ja, wenn du Ambitionen hast, wenn du ehrgeizig bist, wird es Menschen geben, die das nicht feiern. Ja, forgive your ambition and embrace it. Ja, die dem im Weg stehen, die denken, dass du viel zu ehrgeizig bist, viel zu naive, überspitzte Träume hast, das eh nicht erreichen wirst. Gut, wenn sie das sagen, dann sind sie sowieso eigentlich toxisch und sollten eigentlich nichts in deinem Freundeskreis zu suchen haben. Aber auch von außen, ich meine, wenn du Künstler bist, dann wirst du dich unweigerlich, um dich vermarkten zu können, nach außen hin präsentieren müssen. Und da ist es eben so, dass du, wenn du wirklich was erreichen willst, viele Leute das natürlich nicht tun, nicht diese Ambitionen haben, sich nicht nach außen präsentieren, nicht wissen, wie das ist und dir deine Ambitionen dann kleinreden, lächerlich machen oder dich sogar als jemand Arroganten abstempeln, jemand Besseren, was auch immer. Also gibt es viele unschöne Ausdrücke, die mir da auch schon sehr oft an den Kopf geworfen wurden. Also das kenne ich auch sehr gut, dass mit denen große Ambitionen haben und deswegen und dass die dann auch ja lächerlich gemacht werden oder versucht wird, einen davon abzubringen. Und das war auch ein Learning, was ich machen musste tatsächlich. Da gehe ich auch bei ihr mit. Im Studium auch wieder. Also im Studium habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Da bin ich durch sehr viele harte Zeiten gegangen. Oh ja, also in dem Sinne war es gar nicht schlecht, dass es so scheiße war, mein Studium in dem Moment, weil es mich als Person hat extrem wachsen lassen. Ja, also manchmal sind die schlechtesten Positionen im Nachhinein oder Situationen im Nachhinein die für dich besten.
ja, weil sie dich einfach stärker machen. Und nochmal, um es genau zu sagen, im Studium vielleicht ein Beispiel, wollte ich eben primär Illustrationen machen, ja, so wie ich mich auch beworben hatte und wie ich jahrelang zuvor gezeichnet hatte, wollte ich eben besser werden in diesen semi-realistischen Zeichnen. Ja, so richtig geile, nicht unbedingt Magic the Gathering, aber auf dem Zeichenlevel, sagen wir mal so, Zeichnungen auf diesem Level anfertigen. Und das wurde auch, also die Zeichnungen, die ich gemacht hatte, die wurden auch akzeptiert in meiner Bewerbungsmappe. Aber als ich das Studium dann begonnen habe, hat sich halt herausgestellt, dass sich eigentlich keiner der Profs dafür interessiert hat und im Gegenteil, die das sogar sehr, sehr schlecht geredet haben und sie permanent, wirklich permanent versucht haben, mich davon abzubringen und mich in diese absolut hässliche 0815 Designer-Richtung zu drängen, im Sinne, hier random Text auf ein Plakat klatschen und wenn Illustrationen dabei sind, dann so reduziert wie möglich und dass sie gefühlt so scheiße aussehen wie möglich. Ja? Also, um es mal zusammenzufassen. Und das ging bis zu einem Punkt, wo Sachen dann teilweise von den Ausstellungen, die wir regelmäßig an der Uni veranstaltet hatten, ne, um auch nach außen hin anzufangen, sich zu präsentieren, dass da die Artworks, die ich nach wie vor in meinem Stil erstellt hatte, die wurden einfach weggenommen. Ja, ich kam da teilweise zur Uni oder zu der Ausstellung, wo wir natürlich auch mitarbeiten mussten, ohne dafür vergütet zu werden und so weiter. Ne? Also wir hatten da echt schon viel zu tun. Und ich meine, zum Teil ist auch völlig legit. Ja, also ist auch okay irgendwo, dass du auch kostenlose Arbeit machst, aber teilweise war es dann schon ein bisschen frech. Anyway, aber das Frechste war halt wirklich, die Sachen, meine Sachen wurden entfernt. Die wurden einfach rausgenommen. Poster, Postkarten, was auch immer, wo andere ihre Sachen verkaufen durften, durfte ich halt nicht. Weil es zu sehr herausgestochen hat. Weil es nicht dem Stil der Kunstschule entsprochen hat. Und teilweise wurden auch meine Kunstwerke nicht nur entfernt, sondern zerstört. Die habe ich auch nicht wiederbekommen. Die waren kaputt dann, zerrissen, anderweitig beschädigt. Also ja, das war ein Ding. Und das ging so weit, dass ich ein Jahr lang dann tatsächlich nicht mehr gezeichnet habe in meinem Stil, weil ich das zu sehr an mich habe rankommen lassen. Ich habe versucht, mich zu sehr zu verbiegen. Ich wollte natürlich dann auch, ne, wie gesagt, ich habe angefangen mit einem sehr geringen Selbstbewusstsein. Ich wollte es allen recht machen, außer mir selber. Wo ich versucht habe, den Stil zu emulieren, der an der Schule gezeigt wurde und präferiert wurde. Ich habe versucht, in die Richtung zu gehen, was mir überhaupt nicht entsprochen hatte. Der richtigere Weg wäre wahrscheinlich gewesen, die Schule zu wechseln. Aber so stubborn, so stur wie ich war, wollte ich das nicht machen. Und finanziell gesehen wäre es auch sehr schwierig geworden. Es wäre sicherlich irgendwie möglich gewesen, aber ich gebe es zu, ich war einfach viel zu stur. Wollte mich da durchboxen. Habe ich im Endeffekt auch geschafft, aber eben mit der Downside, dass ich erstmal ein Jahr mich komplett verloren hatte, in eine tiefe Depression gerutscht war. Wie gesagt, viele Gründe. Das war aber auch einer davon, ne? Also auch von außen her verbogen, verkrümmt wurde und das auch zugelassen habe. Und heute lasse ich das nicht mehr zu. Also ganz ehrlich, wenn ihr meine Anime-Kunst oder wenn ich da Fanarts mache, nicht schön findet, meine Knochen, das ist auch sowas, meine Knochen, ja nee, meine Anatomiezeichnung, was ich liebe. Und mittlerweile gestehe ich es mir auch ein, das habe ich mir lange nicht eingestanden. Das war so ein Ding, das kam von meiner Mutter tatsächlich. Nehme ich ihr nicht übel. Hat aber lange gedauert, das zu realisieren bei mir und ist vielleicht ein guter Punkt, um das dir mitzugeben. Ich habe es mir lange nicht zugestanden oder immer nur mal wieder. Hauptsache nicht so oft, weil ich immer den Spruch von meiner Mom bekommen habe, ach, du immer mit deinen Knochen, mal doch mal was Schönes. Und ich habe erst so viel später gemerkt, dass mir das so geschadet hat. Und ich weiß, sie meinte das nicht böse. Es war halt ihr Geschmack. Sie mochte das nicht. Ja, sie ist nicht so ein Anatomie-Fan wie ich. Und das ist auch vollkommen fein. Deswegen, Mom, ich hab dich lieb. Ja? Also, es ist nicht böse gemeint, aber für dich Zuschauer als Beispiel, es kann lieb gemeinte Sachen können ungemein schaden, die man im ersten Moment gar nicht so wahrnimmt, wo man erst oder wo man gar nicht merkt, dass sie einem schaden, dass man sich da zurückhält, wie eben es hier der Fall war, einerseits vom Studium, mein klassischer Stil und dann spezielle Motive, zum Beispiel durch meine Eltern oder den einen Elternteil. Das habe ich mir nicht zugestanden und heute, wenn ich Bock drauf habe und auch immer mehr generell bei Artworks, da hau ich einen Schädel rein, dann male ich einfach mal ein Schulterplatt, weil ich Bock drauf habe, ja, das gestehe ich mir heute zu, aber auch da war mehr Learning notwendig, als ich
es hätte haben wollen. Das war sehr viel Überwindung. Also guck vielleicht auch mal, wo tust du dir gerade Sachen verweigern oder auch mit dem Fanart. Noch ein Beispiel. Habe ich mir sehr lange verweigert, ne, weil es was ist, damit kann ich kein Geld verdienen oder mach was Eigenes. Immer, ne, immer dieser Drang. Das habe ich auch von sehr vielen Artists online gehört. Ja, du machst ja nur Fanart. Das ist so dieses Überhebliche. Ja, ne? Ist nicht direkt gesagt, aber es kam immer so ein bisschen mit. Du machst ja nichts Originelles, du bist ja nicht wirklich kreativ. Und auch das hat sich irgendwann bei mir unterschwellig festgesetzt, wo ich es mir verweigert habe, das zu tun, was ich eigentlich liebe. Fanart. Ja, also all diese Dinge, die ich geliebt habe, habe ich mir verweigert wegen den unterschwelligen Affirmationen, kann man sagen, von anderen. Das musste ich sehr lange aufarbeiten und mittlerweile tue ich das. Mittlerweile mache ich viel Fanart. Und ja, ich simpe und ich gestehe es mir ein und es tut so gut. Levi. Oh, ich werde so viel Levi Fanart zeichnen. Get ready for it. Bin gerade wieder sehr deep im Attack on Titan Game drin. Aber ja, das nur nebenbei. Also Fanart, Anatomie und was noch? Ja, genau, generell mein Stil. Ich lasse es jetzt alles zu, viel mehr zu. Und ich weiß, ich merke ab und zu noch, ja, da tue ich mich gerade wieder blockieren. Da ist gerade wieder irgendwas, wo ich von einer Affirmation von außen beeinflusst werde. Ich merke es mittlerweile und handle dagegen, ja. Und lasse es auch generell viel weniger an mich ran. Das ist aber auch ein Ding, gerade wenn du wenig Selbstbewusstsein hast, das wirst du nicht merken. Oder wenn du es merkst, wirst du Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Also auch das ist was du auf jeden Fall lernen solltest mit der Zeit, was jeder von uns Künstlern lernen sollte, um da eigentlich auch einfach um unsere natürliche Stimme auszudrücken und damit auch unseren Stil zu finden, weil du wirst deinen Stil nicht finden, wenn du nicht das tust, was du liebst. Ja, ein Stil ist ein großer Bereich davon, ist einfach nur das zu tun, was wir lieben, das auszudrücken, was wir lieben. Ja, unsere eigene Stimme, das sind unsere Interessen ganz, ganz vorn mit dabei. Das ist also auch eine wichtige Sache. Lesson number 9 is you can care less about small bad things. Sometimes we really tend to get upset about very small bad things that in maybe a week or even a month won't matter at all. As much as it was a stressful year, I actually was able to start stressing less about such small things. And I realized I wasn't like losing respect for myself for not caring about those little things. Actually, I think I gained respect for myself by just protecting my energy, basically. Okay, da habe ich jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen mit den, ja, gib dich auch weniger mit den kleinen schlechten Dingen ab. Ja, das ist dann auch irgendwo wieder was mit dem Alter, mit der Erfahrung, steigt die Toleranzgrenze. Das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen. Aber jetzt, wo ich gerade so dieses Artwork sehe, muss ich nochmal auf den Punkt von vorher eingehen. Das ist so ein wunderbares Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt nicht nur Anatomie, aber auch Morbides. Da habe ich auch einen starken Drang dazu. Ja, ich bin früher so voll im Gothic-Game drin gewesen und düstere Sachen. Ich habe sehr viele Sachen gezeichnet, was ich teilweise verstecken musste, weil meine Lehrer und Eltern mich, glaube ich, sonst eingewiesen hätten oder wo sie es gesehen hatten, dann tatsächlich. Ja, da waren öfter mal Elternsprechtage fällig. Also ich habe mitunter ziemlich blutige Sachen auch gezeichnet und so. Aber das Ding ist, ich habe halt nie Gewalt ausgelebt oder so. Ne? Also ich habe einfach nur Sachen verarbeitet mit meiner Kunst. Ja, Kunst ist halt auch Therapie und deswegen, und nicht nur deswegen, weil ich habe halt auch einfach einen Hang zum Morbiden. Nicht, dass ich das ausleben würde in der Realität, sondern einfach beim Zeichnen. Ich mag das Visuelle daran, ja, nicht die Sachen an sich, aber ich mag es auch einfach mal Blut zu malen. Also das klingt vielleicht auch weird, aber ich habe halt eine Faszination, wie gesagt, für Anatomie und eben auch für solche morbiden Sachen. Und das habe ich früher mehr als heute, weil ich merke, es tut einen natürlich auch beeinflussen, aber früher habe ich sehr viel solche Horrorsachen, auch Monster und Stuff, immer noch ein bisschen, aber deutlich blutiger, sagen wir es mal so, gezeichnet. Und das habe ich mir aber auch eingestellt oder das habe ich mir auch sehr verboten teilweise. Mit schlechten Gefühlen daran gegangen und teilweise dann halt nicht mehr gemacht, weil das eben auch von außen kam, ne? Im Sinne, mit dir stimmt doch was nicht, wenn du das machst. Also das hier, das ist ja noch
das ist ja noch lieb, ja, das ist ja sanft im Vergleich zu dem, was ich da teilweise gemacht habe. Und das kam eben auch oft an mich heran, von, wie gesagt, meiner Mom, aber auch von der Schule. Mach doch mal nicht solche Sachen, also bist du ein Psycho oder so, ne? Mach doch mal schöne Sachen. Nee. Kunst ist Kunst, Kunst ist Freiraum. Kunst ist genau das, ja, Raum zum Freien, Raum zur Entfaltung. Und solange du diese Sachen nicht in die Tat umsetzt, ja, Menschen töten, nicht gut, ne? Leute bluten lassen, nicht gut, dann ist es vollkommen fein. Ja, lebt das aus, kreativ. Kunsttherapie, das ist literally das, ja, mit deinen Emotionen umgehen lernen. Über Kunst, über das Schaffen von Kunst, in welcher Form auch immer. Bei mir waren es größtenteils Zeichnungen, bei manchen ist es das Töpfern, Kneten in Real, bei mir mittlerweile das 3D-Kneten sozusagen, Sculpting, ne? Das ist ja egal, aber ich finde es immer so witzig, wie Leute Angst vor Menschen haben, die groteske, morbide Horrorkunst schaffen, viel mehr Angst vor solchen Leuten haben, als vor normalen Menschen, die sich nicht kreativ ausdrücken, die nicht ihre Emotionen verarbeiten. Ich habe viel mehr Angst vor, keine Ahnung, Wutbürger Jürgen 1.0, I don't know, der ständig auf irgendwelche Spaziergänge geht, um seinen Prozess ja wirklich in tatsächlichen Frust, in tatsächlichen Aktionen umzusetzen, anstatt einfach mal ein weirdes Bild zu zeichnen. Ja, also ich weiß auch nicht, was mit der Gesellschaft da nicht stimmt. Lieber 10-mal Jeffrey Dahmer malen, als 10-mal Jeffrey Dahmer sein. Weißt du? Das ist jetzt ein sehr harter Vergleich, ich weiß. Aber ne, ich habe lieber jemanden, der mir die weirdeste Scheiße malt, als dass er seine Emotionen nicht verarbeitet und das dann auf eine andere Art und Weise auslebt. Ich weiß nicht, ob das der Fall wäre. Ich glaube es nicht. Ich überlege gerade, wenn ich nicht Kunst schaffen würde, ob ich dann gewalttätig werden würde. Ich glaube nicht. Ich habe es noch nicht ausgetestet, weil ich das bisher immer verarbeitet habe, meine Emotionen über Kunst. Aber ich glaube, ja, das ist halt auch ein großer Vorteil davon. Ich schweife gerade extrem ab, merke ich gerade. Aber lass uns einfach mal zurückdenken. Leider passiert es gerade auch öfter mit den aktuellen politischen Strömungen, ja, aber lass uns einfach mal an Hitler denken. Ja, der hat sich für eine Kunstakademie beworben und wurde abgelehnt. Könnte man jetzt argumentieren, wenn er vielleicht akzeptiert worden wäre und die Möglichkeit gehabt hätte, sich kreativ auszudrücken, seine Emotionen zu verarbeiten, ob wir dann vielleicht nicht diese ganze Scheiße mit dem Holocaust und alles, was zusammen damit hängt, ob wir das dann vielleicht nicht gehabt hätten. Ich meine, ich wurde auch von ein paar Kunstunis abgelehnt, aber man kann dann auch einen Weg finden, damit umzugehen. Ne? Also will ich jetzt nicht darauf schieben, auf die Kunstschule, die ihn da abgelehnt hat. Aber er war auch Künstler und er hat es halt nicht geschafft, das gut weiter zu verfolgen. Ich finde irgendwie eine spannende Sache, müsste ich mal weiter verfolgen, aber in einem anderen Video. Lass uns nicht zu sehr abdriften. Jedenfalls, was ich nochmal sagen will, gesteh dir Themen zu beim Kunstschaffen, die andere Personen als fragwürdig erachten und vielleicht sogar aktiv versuchen, dich davon abzuhalten. Sei es etwas, was generell ein Tabuthema ist in der Gesellschaft, sowas wie eben Gewaltszenen, Blut, Anatomie, das sollte eigentlich nicht ein Tabuthema sein, das ist oft eher so ein Cringe-Thema oder ein unangenehmes Thema für viele, aber es ist nicht wirklich tabu. Ne? Oder das ist jetzt persönlich nicht so meins, aber ich weiß, da gibt es viele, die gerne einfach Sexualorgane zum Beispiel zeichnen. Ich als Asexuelle, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also ich finde auch die sekundären Sachen, so Brüste, kann ich keinen Reiz abgewinnen, auch bei Männerkörpern, oberkörperfrei. Ich liebe es, die Muskeln zu zeichnen, aber ich kriege da jetzt nicht wirklich einen Reiz selber davon, wenn ich einen nicen Körper bei einem Mann sehe. Das passiert bei mir nicht. Ja, aber ich liebe die Anatomie daran. Das Ästhetische, aber nicht, dass es irgendwie einen Reiz bei mir auslöst. Das nicht. Aber das ist natürlich auch ein großes Tabuthema, ne, als dieses. Manche nutzen es aktiv, Sex sells. Manche würden es gerne eher darstellen, aber trauen sich nicht, weil es eben so ein Tabuthema ist.
jedenfalls, egal was es ist, und wenn es nur sowas harmloses ist wie Fanart, du machst ja nichts Originelles, wie bei mir, oder dein Stil, was auch immer, das will ich damit sagen, gestehe es dir zu, um einfach deine Kreativität auszuleben, um deine Emotionen zu verarbeiten und ich wollte gerade sagen, um nicht so zu werden wie Hitler, werde nicht Hitler. Das ist ein gutes Statement, ja. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich wollte jetzt nicht so sehr abdriften, aber ja, gestehe es dir ein, das kreativ umzusetzen, worauf du Lust hast, egal, was irgendjemand anderes sagt. Lesson number 11 is say no intentionally. Sometimes we really don't want to do something. It is not a matter of fear, it is a matter of not wanting to do something. I realized it is okay, perfectly reasonable, and actually a self-loving act to just say no. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen gewesen, was für ein Beispiel ich dazu bringen könnte. Punkt Nummer 11, einfach auch mal Nein sagen, um es auf den Punkt zu bringen. Intentional, bewusst Nein zu sagen. Auch großes Learning. Wobei bei mir tatsächlich von all den genannten würde ich sagen am wenigsten. Ich habe schon immer dahingehend also ich hatte sonst nicht viel Selbstbewusstsein, aber wenn irgendwas meinen Werten so gar nicht entsprochen hat, dann habe ich schon eher Nein gesagt. Also das ist was, wo ich weniger Probleme mit hatte. Bei mir war es eher so das Überarbeiten und einen anderen Weg einschlagen, nicht denselben immer weiter gehen. Vielleicht maximal, ja, vielleicht das mit dem Studium, dass ich versucht habe, den Stil der Schule zu emulieren, könnte ich hier mit anführen. Das würde so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ansonsten habe ich das relativ schnell gelernt, Nein zu sagen. Mittlerweile aber gelernt, noch öfter das zu sagen. Also zum Beispiel auch nicht, selbst wenn ich ein Projekt ganz okay fand, sage ich trotzdem öfter Nein, weil ich mittlerweile mehr nach der Devise gehe, if it's not a hell yes, it's a hell nah. Das hilft mir viel öfter. Ja, also gerade jetzt, wo ich eigene Projekte umsetze, mehr eigene Projekte umsetze und das so viel Zeit einnimmt, gehe ich und generell ich so wenig Zeit habe durch all die Sachen, die ich mache, gehe ich sehr viel bewusster mit meiner Zeit um. Und wenn da halt eine Anfrage kommt mit, hey, willst du mein Kinderbuch machen, wo ich früher gesagt hätte, oh ja, einen Auftrag nehme ich auf jeden Fall an. Heute so, nein, hier sind ein paar andere Kollegen, ich gebe dann schon oft Empfehlungen raus, ne? Ich will dann auch niemanden im Regen stehen lassen, aber hier sind ein paar Kollegen, die kannst du mal anschreiben, die werden dir das sicher eher umsetzen oder können es dir wahrscheinlich umsetzen. Ich kann es nicht, das ist gerade nicht mein Fokus. Das ist nicht was, wo ich wirklich 100% gerade dahinter stehe. Das sind mir einfach andere Sachen wichtiger. Es ist eine coole Sache, ja, also zeichnen will ich immer, aber da gibt es andere Sachen, die würde ich gerade lieber machen. Ja, und da sage ich dann auch einfach Nein mittlerweile. Das war ein Learning auf jeden Fall. Aber generell Nein zu sagen, wenn auf jeden Fall irgendwas total gegen meinen Strich ging, das habe ich schon eher gelernt, würde ich sagen. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Ich bin ein sehr direkter Mensch, würde ich sagen. Ich sehe es auf jeden Fall, dass da viele Leute stärkere Probleme damit haben, weshalb ich das dir auch nur raten kann, mal zu schauen, mal zu reflektieren. Hey, ist es vielleicht bei mir der Fall? Und kann ich da vielleicht üben, öfter mal Nein zu sagen? Und wenn es sowas ist wie, ich will meiner Freundin nicht schon wieder absagen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ja, aber druck's da nicht rum und sag vielleicht erst kurz vor Schluss, kurz vor Treffen dann erst ab, sondern sag's gleich, oh nee, ich bin gerade einfach nicht in der emotionalen Stimmung, ich mag dich nach wie vor gerne, aber will ich gerade nicht. Oder auch selbst generell, wir sind eigentlich beim Kreativen, das wird jetzt so eine Psychostunde, aber das ist ein Learning, was auf jeden Fall in die Richtung ging, was ich auch hatte, Freunde einfach nur zu behalten, weil man sich lange kennt. Nee, wenn du emotional nicht mehr auf der Wellenlänge bist, wenn du einfach nur Pflichttreffen machst, das sollte es nicht sein, ja, dann kündige auch einfach mal Freundschaften. Das musste ich eher lernen. Also wenn wir jetzt hier beim Thema Nein sagen sind, dann auch Sachen wirklich streichen, dann vielleicht in die Richtung auch Beziehungen aus dem Leben zu entfernen. Das muss ich auf jeden Fall eher lernen. Eben, wie gesagt, auch einfach Freunde auszusortieren. Mir ist es viel wichtiger mittlerweile, weniger Freunde zu haben, die aber gut sind. Ne? Also Freundschaften, wo ich weiß, wir passen zusammen und wir wachsen vor allen Dingen auch gemeinsam.
Man wird sich natürlich immer auch ein bisschen unterschiedlich entwickeln, klar, was man auch nicht absehen kann, das ist vollkommen fein, aber ich werde nicht mehr mit Personen zusammenbleiben, nicht mehr Zeit mit Leuten verbringen, einfach nur, weil ich bereits Zeit in diese Beziehung investiert habe. Das ist diese Sunken Cost Fallacy, wie man so schön sagt, im Business, ja, wenn man schon in ein Produkt extrem viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat, man es einfach nur deswegen zu Ende bringen will, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht. Es gibt keine Nachfrage für das Produkt oder wird es nicht geben. Aber man hat es halt schon angefangen, deswegen macht man es fertig. Und das ist was, das sehe ich sehr häufig bei meinen Studenten, die ein Projekt anfangen, wo ich von Anfang an eigentlich sage, das bringt dich deinem Ziel nicht näher, deinem langfristigen. Und du merkst es eigentlich schon selber, dass es nicht das ist, was du machen willst. Warum machst du es jetzt weiter? Naja, ich habe ja schon angefangen. Oder manche, die machen halt das Studium fertig. Ich habe es halt schon angefangen. Nicht gut, nicht gut. Und das musste ich bei Freundschaften lernen. Ja, da auch einfach zu sagen, nope, wir passen nicht mehr zusammen. Und klar, ich habe es dann natürlich ein bisschen anders formuliert oder es auch einfach auslaufen lassen. Ne? So im Sinne, nee, wir treffen uns nicht mehr. Und irgendwo, es ist wahrscheinlich da bin ich jetzt ehrlich, teilweise ein feiger Weg. Aber wenn du halt lang genug nicht mit einer Person kommunizierst, in der Regel sind die Leute selber faul, dann verläuft sich das automatisch. Ja, also du musst teilweise auch nicht wirklich so die Zeit investieren, um da eine Entschuldigung zu finden. Wenn mir jemand sehr wichtig ist und er es nicht verkackt hat, dann kriegt er natürlich auch die Aufmerksamkeit, aber manche Leute, bin ich auch ehrlich, die verdienen meine Zeit nicht. Und das solltest du dir auch selber sagen. Du solltest das nicht als arrogant wahrnehmen, sondern du solltest auch sagen, hey, die Person, die verdient jetzt einfach gerade meine Zeit nicht in der Form, dass ich für sie eine unglaubliche Entschuldigung oder so formuliere. Manchmal ist es auch einfach notwendig, ein harter Cut. Ich versuche es meistens weich zu machen oder mittlerweile muss ich es nicht mehr versuchen, weil ich die Leute im Leben habe, die ich haben will. Aber es war mal der Fall, wo das überhaupt nicht der Fall war. Also wo ich ganz viele Leute in meinem Umkreis hatte, die da nicht hingehört haben. Ja, da kannst du natürlich entscheiden, aber wichtig ist, Nein zu sagen, bewusst Nein zu sagen, dich abzugrenzen zu Dingen, die dir nicht gut tun oder auch Menschen, die dir nicht gut tun. Ich würde sagen, machen wir noch 3 mehr. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind so weit schon, geht jetzt schon so lange, das Video. Wir splitten das. Ich würde das in 2 Reaktionen verpacken. Es sind 30 Tipps. Lass uns die 15 vollenden und dann gibt es später ein zweites Reaktionsvideo. Würde ich sagen, macht Sinn, gell? Gell. Dann next up, Lektion 12. And lesson number 12 is say yes when it scares you. We need to start saying yes when we'd like to say no because we're afraid. If we want to say no because it is an intentional no, because it is something we don't want to do because it doesn't go with our values, or it is indeed taking our precious time, then it's okay to say no. But when we want to say no because we're scared, we're afraid, again, because we don't want to feel uncomfortable, then it's worth saying yes and see what happens. Lesson number 3. Ich formuliere das immer gern ein bisschen anders, aber das ist ein extrem wichtiger Punkt. Sag ja, wenn es dir Angst macht. Genau, also Angst, das habe ich schon sehr oft besprochen und habe ich auch einen Blogartikel übrigens dazu geschrieben. Angst ist ein wunderbarer Wegweiser für die Dinge, die dir wichtig sind und die Dinge, die du unbedingt angehen solltest. Weil du hast in der Regel wir schließen mal Phobien, sowas schließen wir mal kurz aus. Wobei man selbst da argumentieren könnte, dass es Sinn machen könnte, sich diesen zu stellen, blablabla. So, ich rede jetzt eher von Dingen, die Herausforderungen sind, die dir Angst machen, aber nicht im Sinne, die irgendeinen Ekel, irgendeine Phobie oder so auslösen. Das nicht. Aber es gibt natürlich auch Grenzen, zum Beispiel vor Leuten sprechen, Angst vor öffentlichen Reden, Menschenmassen, sowas, das finde ich, sind dann auch wiederum solche Bereiche, wo man sagen könnte, geh dem entgegen. Das habe ich ja auch gemacht, ne? Wie gesagt, öffentliches Reden, vor einer Kamera reden. Ich gucke gerade direkt in die Kamera und rede. Das hätte ich früher nie machen können. Ich konnte früher nicht Menschen in die Augen schauen und Kameras quasi in das Auge schauen und dabei reden, weil ich einfach eine komplette Blockade in meinem Kopf hatte und mich geschämt hatte für das, was ich sage, wie ich sage, wie auch immer. Ich konnte das nicht.
Und jetzt kann ich es. Jetzt tue ich mich gerade voll drauf fokussieren. Ne? Es ist auch vollkommen okay, wenn du nicht gerade in die Kamera schaust. Aber was ich sage, ist, ich habe jetzt ein natürliches Level erreicht, wo ich mich damit wohlfühle. Das finde ich ist was, das kann man angehen, was jetzt so zu diesem Phobiebereich zählt. Was ich meine, ist jetzt sowas wie Arachnophobie zum Beispiel, die Angst vor Spinnen habe ich auch. Ne? Das kann man auch sagen, könnte sich lohnen, das in Angriff zu nehmen, aber das hätte jetzt nicht so einen krassen Impact auf mein Berufsleben, sage ich mal, also auf die wichtigsten Bereiche meines Lebens, dass ich das als so wichtig erachte, mich so viel Stress auszusetzen, um diese Phobie zu bekämpfen. Sagen wir es so. Ja, aber ich meine jetzt wirklich Ängste wie Sachen, die dich wirklich behindern oder wo du eben weißt, das ist wie sie es schon so schön gesagt hat, das ist ein Projekt, das willst du angehen, aber du wirst nur durch deine eigene Angst blockiert. Und das war zum Beispiel auch, nochmal ein Beispiel persönlich, mit dem Online-Kurs damals der Fall. Ich hätte es fast nicht begonnen, weil ich super viel Angst hatte, meine Stimme aufzunehmen. Ja, und mich vor der Kamera aufzunehmen. Das ist genau das Thema, das ich eigentlich gerade angesprochen habe. Ja, ich hatte super viel Schiss davor, vor der Kamera zu reden und auch jetzt in das Mikrofon zu reden, weil ich das nicht konnte, weil ich nicht selbstbewusst war. So, und ich habe es dann aber gemacht. Waren die ersten Aufnahmen gut? Nein, waren sie nicht. Vor allen Dingen auch selbst die späteren Aufnahmen, wo ich dann dachte, ja, das ist ganz gut, wo ich richtig viel gekämpft hatte. Wenn ich da heute drauf zurückschaue, wow, waren diese Aufnahmen steif. Also das war wirklich sehr, sehr robotisch, wie ich da gesprochen habe. Die sind auch noch online, weil ich finde, es ist nach wie vor sehr guter Content. Aber du wirst den Unterschied merken, wenn du heute mal die Kurse machst von mir. Ich werde das sicherlich auch irgendwann neu vertonen, aber aktuell habe ich einfach gerade andere Prioritäten. Wenn du den Porträtkurs von mir machst, was eben, wie gesagt, mein erster Kurs war, wirst du merken, dass ich da sehr starr spreche mitunter. Oder auch der Kurs kreative Ideen entwickeln. Da zum Beispiel auch, da spreche ich sehr monoton mitunter. Das will ich auf jeden Fall mal noch verbessern. Wie gesagt, der Inhalt ist nach wie vor, kann ich super unterschreiben, deswegen ist ja auch noch online, das sind super Kurse, kann ich wirklich so behaupten, würde ich sagen. Da habe ich sehr viel Herzblut reingesteckt, aber ja, ich war damals einfach noch nicht auf dem Level. Das war schon Herausforderung genug, überhaupt zu sprechen vor Kamera und in einem Mikrofon. Das war Herausforderung genug, als dass ich da jetzt noch hätte dran tunen können, das perfekt zu machen. Ne? Also so natürlich zu sprechen, das ist auch was, das kommt dann einfach mit der Erfahrung, wenn du einfach immer und immer wieder das Gleiche machst. Das kannst du nicht von dir erwarten. Was du von dir aber erwarten kannst oder was du dir zugestehen kannst, ist, die ersten Schritte zu machen, dass du eine Sache überhaupt machst, egal wie gut du sie erstmal machst. Und das war eben bei mir der Fall mit, ich mache jetzt einfach diese Kameraaufnahme und ich mache jetzt einfach diese Mikrofonaufnahme und es war schlecht. Und ich habe wirklich wochenlang, habe ich jeden Tag eine Aufnahme gemacht. Keine dieser Aufnahmen hat es jemals in die Kurse geschafft. Ja, ich habe da super viel Zeit investiert, einfach nur, um mich halbwegs vertraut zu machen damit und halbwegs nicht mal wirklich gut zu fühlen, aber sagen wir, um es auszuhalten, um es aushalten zu können, dass ich das jetzt einfach tue. Also wirklich von dem Level, ich werde das niemals tun, in eine Kamera sprechen, in ein Mikrofon sprechen, hinzu, ich mach's jetzt einfach. Es tut weh. Nee, es tut weh, aber ich mach's jetzt einfach. Das ist schon so ein großer Gewinn. Wenn du das erreichst, das wird dir so viele Türen öffnen. Das hat's bei mir gemacht, das wird es bei dir auch tun. Und wenn das eben Projekte sind, die dir am Herzen liegen, ja, ich wollte diesen Kurs unbedingt umsetzen. Es war ein Passion-Projekt. Aber das war so einer dieser Sachen. Es gab mehrere Sachen, aber das war einer dieser Punkte, wo ich richtig Schiss vor hatte, richtig Angst vor hatte. Und was ich aber dann trotzdem gemacht habe und wo ich nicht nur am Ende ein Produkt von hatte, das Produkt war eigentlich egal. Es war wirklich eigentlich egal. Klar, ich konnte damit Leuten helfen, tue es auch immer noch heute. Der Kurs wird immer noch gekauft. Also ich habe auch finanziellen Nutzen davon. Das sind alles tolle Dinge, klar, ne? Aber was eigentlich der größte Nutzen war, ist, ich bin als Person so stark daran gewachsen, emotional und eben mental, psychisch, dass alles andere eigentlich ein Bonus war. Das war der größte Benefit. Deswegen kann ich dir nur sagen, und ich hatte so viele andere Beispiele, lies da wirklich mal den Blogpost, da habe ich noch ein paar andere erwähnt. Auch zum Beispiel, dass ich ein Austauschsemester dann an einer anderen Uni gemacht hatte, an der Filmakademie in Ludwigsburg, wo ich richtig viel Schiss davor hatte. Das, wie gesagt, in meinem Blog, da gehe ich nochmal näher drauf ein, wo das Ergebnis davon aber auch absolute Lebensveränderung war.
wo ich aus meiner Depression herausfinden konnte. Das war ein Riesenpunkt dafür, dass ich eben den Ort gewechselt habe, die Menschen gewechselt habe. Also wie gesagt, alles in meinem Buch und in dem Blog findest du mehr dazu, falls es dich interessiert. Ich will es jetzt nicht noch länger machen, als es ohnehin schon ist. Aber ja, das war auch ein riesengroßer Angstpunkt. Auch das hier hinziehen, ne, fremde Stadt, fremdes Land, kann man fast sagen, fremdes Bundesland zumindest, fremde Menschen, fremder Ort, fremdes Studium, whatever, alles. Geh dahin, wo du Angst spürst. Das wird dich immens wachsen lassen, weil du spürst auch nur da Angst bei Dingen, die dir wichtig sind. Wenn dir Dinge nicht wichtig sind, wie gesagt, abgesehen von diversen Phobien, wobei man selbst da argumentieren kann, dass sie wichtig sind, bla bla bla, ne? Du spürst eigentlich nur da Angst, wo dir Sachen wichtig sind. Wenn du keine Angst verspürst, dann ist es dir nicht wichtig genug. Ja, das kannst du vielleicht, wenn du mal an deine Schulzeit zurückdenkst. Es gab so ein paar Leute, teilweise war ich auch so, dass ich in allen Fächern mal, später zumindest, gut sein wollte, aber bei einem bis zu einem gewissen Grad und in einem bestimmten Klassenzeitraum war es mir in manchen Fächern einfach scheißegal, ob ich da ja jetzt nicht durchfalle, das wäre schlecht gewesen, dann wäre ich sitzen geblieben, aber dass ich da jetzt eben keine 1 oder 2 bekomme, da habe ich dann einfach irgendeinen Scheiß dann abgegeben. Also so als Hausarbeit oder dann auch bei den Klausuren. Dann habe ich viel lieber zu Hause gezockt oder eben zeichnen gelernt, was mir dann im Endeffekt auch viel mehr gebracht hat. Ja, zum Beispiel, es war sehr witzig, Chemie hatte ich einerseits meine besten Noten, Einsen, also richtig komplett nur Einsen, ein paar Jahre lang. Dann gab es einen Lehrerwechsel und dann war ich kurz vorm Sitzenbleiben nur noch 4, 5, 6. Also am Ende zum Glück eine 4 auf dem Zeugnis, aber das war sehr stark lehrerabhängig, aber dann auch themenabhängig teilweise, wo ich dann auch gedacht habe, oh nee, das interessiert mich nicht, die Bohne, und die Lehrerin, die kriegt es eh nicht auf die Reihe und nee, und ich will eh nicht in die Richtung gehen, ich will kreativ sein, also fuck it. Deswegen, da habe ich dann auch gesagt, da lasse ich 5-mal gerade sein und konzentriere mich auf andere Dinge. Da habe ich keine Angst zu versagen, um es mal so zu sagen. Und in anderen Fächern wiederum, in Kunst, Englisch zum Beispiel, da habe ich richtig Angst teilweise vor den Klausuren gehabt, obwohl ich teilweise wusste, dass ich es konnte. Aber vor allen Dingen deswegen, weil es mir eben wichtig war. Ich wollte gut in den Sachen sein, weil sie mir wichtig waren. Die Angst ist dein Wegweiser. Die Angst zeigt dir den Weg. Dahin, wohin du gehen solltest und welchen Ängsten du dich aktuell stellen solltest. Also einfach mal in dich fragen, wo liegt gerade, wenn wir mal bei Kunst bleiben, bei welchem Kreativprojekt, was du schon immer mal machen wolltest, spürst du die größte Angst. Und dann mach genau das. Ja, vielleicht in kleinen Schritten. Das ist genauso wie Flugangst, dann mach vielleicht nicht direkt einen 16-Stunden-Flug, aber vielleicht mal einen Kurs. Und ich weiß, das wird immer verpönt, aber gerade bei sowas, dann mach vielleicht erstmal einen Inlandsflug, der nur sehr kurz ist. Umwelt, ich weiß, das ist dann ein anderes Thema, aber stell dich, das will ich damit sagen, stell dich deinen Ängsten dann auch in Schritten. Manchen macht es nichts aus, wenn sie dann direkt head-on ins Wasser springen. Bei den meisten ist es besser, wenn sie erstmal einen Fuß ins Wasser dippen, in die Angst dippen und in kleinen Schritten sich der Angst nähern. Beispiel, du hast Angst, eben den ganzen Körper zu zeichnen. Ja, dann mach vielleicht erstmal nur einen Körperteil. Ja, dann beschäftige dich erstmal nur mit dem Kopf oder dem Torso. Oft ist es tatsächlich leichter, mit dem Torso anzufangen. Der ist nicht ganz so komplex. Oder man sieht nicht so schnell die Fehler wie bei einem Kopf, bei einem Porträt, sowas. Oder du hast ein Riesenprojekt im Kopf, wo du auf einer 1 Meter Leinwand einen Attack on Titan Fanart zeichnen willst, was auch immer. Dann mach das vielleicht erstmal auf einem DIN A4-Blatt, erzeug erstmal die Vision. Ja, das meine ich, so dich mit kleinen Schritten dem großen Ganzen nähern, aber trotzdem etwas tun, was dich deinem Ziel und damit eben auch deiner Angst näher bringt und diese damit abbaut. Nochmal, Angst ist der Weg. Finde ich sehr guten Tipp, dass sie das erwähnt hat, extrem gut. Lesson number 13. Give your silly little thing a chance. In my previous video, I shared with you a poem called Artist's Prayer. That poem was one of the tasks Julia Cameron, the author of The Artist's Way, gives us readers in her book. And that poem was actually written Gutes by Buch auch. me. I've always wrote stuff in rhymes. It was only this year that I realized those could be poems. Oh, das muss ich mir nochmal angucken. Sie hat gerade erwähnt, dass ein Gedicht, was die Julie Cameron in ihrem Buch Der Weg des Künstlers erwähnt hat, dass das von ihr kam.
Okay, cool. Das muss ich mir mal näher angucken nochmal. Ein sehr gutes Buch übrigens auch für das, was ich meinte, mit den mentalen Sachen umgehen, was ein Künstler lernen muss. Ja, zum Beispiel auch Sachen, die wir jetzt hier schon angesprochen haben. Wirklich, der Weg des Künstlers ist ein sehr gutes Mentalbuch für Künstler. Das solltest du auf jeden Fall mal lesen, solltest du es noch nicht gelesen haben. Aber ich glaube, ich lasse sie erstmal noch kurz ausreden. Ich fand es nur gerade sehr inspirierend mit dem, dass sie für Julie Cameron, oder nicht für sie, aber in dem Buch, dass sie da erwähnt wird. Das ist ziemlich cool. That I realized those could be poems and I gave it a shot and I loved it. So give your silly little things a chance. Okay, das war's dann eigentlich auch schon. Also gib deinen dummen, naiven kleinen Sachen eine Chance. Habe ich jetzt eigentlich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass du Dinge, die vielleicht für andere, ich hatte es eher auf die morbide Seite hin angesprochen, aber lass es auch einfach Sachen sein, wo du denkst, das könnten andere belächeln, wie eben hier Silly Little Things. Das könnten andere belächeln oder als sinnlos, als schwach, als nicht hässlich, aber ja, selbst das, also einfach als was Minderwertiges empfinden. Oder auch du selber im ersten Moment, aber du spürst eigentlich, dass es das Richtige ist, dann mach es. Auch das wieder, ja, gesteh dir die Dinge zu, die du machen willst. Die kleinen, dummen Dinge. Habe ich auch ein Beispiel, ein kürzliches. Ich habe letztens kleine, dicke Katzen gezeichnet. Kleine, dicke Katzensticker, die, oder besser gesagt, wo ich auch so ein bisschen im Hinterkopf gespürt habe, wenn ich das poste. Ich habe ein paar Artists, denen ich früher gefolgt bin, und generell kenne ich ein paar Artists, die sowas belächeln, wenn sie auf einem höheren Skill-Level sind. Und ich kann besser zeichnen, ja, aber manchmal mache ich einfach auch was ganz anderes stilistisch und liebe es auch, solche reduzierteren Sachen zu machen. Ja, ich könnte es besser, aber, oder was heißt besser in dem Fall, ist ein anderer Stil, ne? Aber warum sollte ich mir das jetzt verbieten lassen? Nur weil jemand anderes denkt, das ist ja zu wenig Aufwand und das ist ja viel zu banal und ich kann viel besser malen oder so. Das ist so eine Arroganz. Also teilweise unter Künstlern kann auch ein toxisches Umfeld herrschen. Deshalb auch da musste ich lernen, tatsächlich ein bisschen auszusortieren. Ich habe da auch mitunter auf Instagram ein paar Leute blockiert, wo ich merke, die tun mir nicht gut, oder wo ich merke, da muss ich jetzt an die denken, was werden die jetzt darüber denken, wenn ich das poste. Das sollte nicht der Fall sein. Also wenn du auch da Blockaden hast, gesteh es dir ein, kleine, naive, doofe Dinge zu machen, wenn sie dir Freude bereiten. Hey, wenn es kleine, dicke Katzensticker sind, die Leute vielleicht was anderes von dir gewohnt sind, einen anderen, viel exorbitanteren Stil, so be it. Mach es trotzdem. Ja, du bist dein eigener Künstler. Du machst in erster Linie die Kunst für dich selber. Du schaffst die Kunst für dich selber. Also gesteh es dir auch zu, kleine doofe Sachen zu tun oder zu erstellen in dem Fall. Lesson number 14, luxury is subjective. So this is a lesson I actually learned from The Artist Way. My idea of luxury might not be your idea of luxury. For instance, I was telling my nail artist today that I got myself a little Christmas present. It is a coffee table book called The Art of Gothic Living. And it wasn't even that expensive. It was like less than 30 euros. That to me is luxury. And she was like, well, normal people have books about Chanel or Louis Vuitton. Those little things that are our personal luxury really contribute to our abundance mindset. Oh, generell. Und ich würde es nicht mal nur als Luxury bezeichnen. Generell deine Ziele, die Dinge, die dich glücklich machen, die sind so individuell. Ich finde jetzt gerade schon wieder nicht das Quote, wo sie... Ja, warte. Ja, da war es. Genau, also Luxus ist subjektiv. Und das würde ich nicht mal nur Luxus sagen, ich würde sagen generell Erfolg und Interessen. Also alles ist eigentlich subjektiv individuell. Was mir, und es tut mir übrigens leid, Vespa, der Screenshot, aber egal, wir lassen es jetzt. Alles, was dir gefällt, ist super individuell und subjektiv. Was dir gefällt, muss nicht anderen gefallen und wird sehr wahrscheinlich nicht allen anderen gefallen. Und das gilt natürlich auch nicht nur beim Kunstschaffen selber, sondern auch bei den Dingen, die du dir zulegst. Ich habe auch mir jetzt kürzlich von Titan habe ich mir ein Buch zugelegt zu No Regrets, dem
dieser Special Story zu Levi's Hintergrund. Levi, I love it. Ja, also da könnte ich mich reinlegen. Das hat auch nur 24 € gekostet. Hätte ich auch definitiv mehr bezahlt. Das ist so ein schönes Buch. Ja, das ist für mich was mir Freude bereitet. Und ich brauche tatsächlich auch gar nicht so viele materielle Dinge, was auch schon viele kritisieren. Die meinen, warum lebst du denn noch in einer WG? Warum gönnst du dir denn nicht eine eigene Wohnung? Mitunter, früher war es mehr der Grund, konnte ich mir tatsächlich nicht leisten. Jetzt ist das das geringere Problem, aber vielleicht will ich das auch einfach nicht. Schon mal daran gedacht? Oder eben die Sachen, ja, wieso gönnst du dir denn nicht öfter einen Urlaub? Sowas früher wäre nicht gegangen, heute möglich. Aber wieso denn? Warum sollte ich denn vor etwas flüchten? Ja, viele sehen ja Urlaub als eine Flucht an. Warum sollte ich denn vor etwas flüchten, was mir Freude bereitet? Ich will nicht weg von meiner Arbeit. Wenn ich eine Pause brauche, dann gönne ich die mir. Dann schaue ich ein Anime, gehe ich raus spazieren. Ich kann mittlerweile mein Stresslevel sehr gut reduzieren oder andere Sachen, Bücher lesen, zeichnen, whatever. Ne? Also ich habe mittlerweile sehr gute Stressreduktionsmethoden gefunden, aber ich brauche nicht mehr diese Flucht in ein anderes Land, anderes Gebiet, was auch immer, oder einfach nur Zeitflucht, ja, also Abstand zu meiner Arbeit. Das brauche ich nicht mehr in Form von Urlaub. Wenn ich irgendwo hinreisen will, und zum Beispiel habe ich auch gerade eine Reise nach Japan geplant, was ich aber jetzt auch ein paar Mal verschoben habe, nicht deswegen, weil ich es mir nicht einrichten könnte, weil ich es mir nicht leisten könnte, sondern weil ich erstmal die Sprache bis zu einem gewissen Level lernen möchte. Ich habe dann einen gewissen Anspruch an mich selber. Ja, ich lerne gerade Japanisch, weil ich das einfach möchte. Ich bin super deep in dieser Kultur drin und will mich dann auch ausdrücken können. Und deswegen mindestens mal Level N4 von dem JLPT-Test, also Japanese Language Proficiency Test, will ich da erreichen. Voraussichtlich Ende diesen Jahres. Den 5er-Test habe ich schon. Und das ist für mich ein Goal. Und das werde ich mir dann auch zugestehen. So, und dann auch vielleicht 1-2 Wochen, aber auch nicht zu lange, weil ich nicht rauskommen will aus meinem Gott. Das klingt so schlecht, aber ja, ich liebe einfach, was ich tue. Ich will da nicht zu lange davon entfernt sein, wo andere denken, das schaffst du doch gar nicht, da 2 Wochen alles zu sehen. Und muss ich das? Ich kann doch einfach mehrfach mal nach Japan fliegen. Ja, also das werde ich sowieso wahrscheinlich machen, weil selbst wenn du da mehrere Wochen, einen Monat verbringst, Japan ist so ein kulturreiches Land, das kannst du nicht alles auf einmal mitnehmen. Und das will ich auch gar nicht. Ich will nicht so einen Overflow an Eindrücken auf einmal. Das tue ich mir lieber in Häppchen, tue ich mir das zur Seite legen. Dann gehe ich vielleicht erstmal nur nach Tokio oder irgendwo anders hin, wo ich jetzt erstmal Lust drauf habe. Das habe ich jetzt noch nicht definiert, aber warum nicht? Ne? Also rennt ja nicht weg. Aber wie gesagt, also ich muss da nicht 10-mal Urlaub machen oder überhaupt jedes Jahr so als Prinzip. Wo machst du dieses Jahr Urlaub? Vielleicht auch einfach nicht. Oder zumindest nicht in dem klassischen Sinne, ich muss jetzt irgendwo hingehen, weil es die Gesellschaft von mir erfordert. Es ist auch nichts Falsches daran, einfach mal zu Hause abzulümmeln und vielleicht schöne Spiele zu spielen oder dich mit Freunden zu treffen, was auch immer. Ich muss nicht so lange von meiner Arbeit entfernt sein, um mich zu regenerieren. Einfach weil die Arbeit teilweise selber Regeneration für mich ist. Ja, oder ich einfach es so gut mittlerweile gemanagt bekomme, meinen Arbeitsstress zu reduzieren, sodass ich einfach effizient bleibe und nicht nur der Effizienz wegen arbeite, sondern einfach, weil das meine Passion im Leben ist, weil ich darin meinen Sinn sehe. Ja, ich habe mir meinen Sinn selber definiert, das ist auch was, das musst du dir selber definieren, würde ich auch als Learning auf jeden Fall sagen. Der wird dir nicht von außen gegeben, du musst dir deinen Lebenssinn selber geben und finden vor allen Dingen auch erstmal. Also viel, jetzt habe ich voll den Faden verloren, was wollte ich sagen? Thema, ja, genau. Viel selber definieren, was ist für dich Luxus, was brauchst du, was willst du und was ist wieder eben von außen. Ne? Was hast du da von außen vielleicht internalisiert, von der Gesellschaft, von Freunden, von Kollegen, was auch immer. Was ist wirklich deins? Was bereitet dir Freude, sei es beim Kunstschaffen selber, die Themen, das hatten wir vor uns schon, deswegen bin ich jetzt mehr auf materielle Sachen eingegangen. Was macht dir wirklich Freude? Und geh dem entgegen. Lass dich nicht von irgendwelchen Sachen von außen einlullen. Ja, zum Beispiel eigentlich so dieser klassische Weg, der immer vorgeschrieben wurde und zum Glück immer mehr Auflösung findet, aber der immer so propagiert wurde im Sinne,
mach Karriere, baue ein Haus oder kaufe ein Haus, whatever, gründe eine Familie, krieg ganz viele Kinder und dann geh in Rente. Das ist ein absoluter Albtraum für mich. Das ist nicht ein Leben, was ich für mich als Erfolg definieren würde. Überhaupt mal irgendwann aufzuhören zu arbeiten, Rente. Es ist gut, ich kann es mir gut vorstellen, auch wenn ich nicht daran mehr glaube oder was heißt glaube, ich weiß, dass es nicht funktionieren wird, eine Rente zu erhalten, deswegen tue ich auch Vorsorgen, das ist wieder ein anderes Thema, ne, Privatvorsorgen, aber es ist cool, dann mal Geld zu erhalten, so, ne, das ist generell nicht schlecht, würde ich sagen, aber ich habe nicht vor, solange mein Körper das zulässt, kreativ tätig zu sein, also meiner Leidenschaft nachzugehen. Warum sollte ich denn damit aufhören? Vielleicht werde ich es irgendwann reduzieren, klar, den Workload und mehr andere Dinge machen. Da habe ich auf jeden Fall auch schon Ziele. Ich will auf jeden Fall später, das habe ich mittlerweile gesagt, dass das nicht mehr meine Priorität ist, aber Instrumente lernen, ja. Ich will auf jeden Fall, wenn ich dann älter bin, Piano noch mehr lernen, vielleicht Geige, Marathon laufen, all die Sachen, die jetzt nicht wirklich jetzt große Priorität für mich haben, aber das sind so Dinge, die kann ich mir später auf jeden Fall vorstellen. Und ja, ich will richtig fit bis ins hohe Alter bleiben und tue dafür entsprechend auch Sachen, ja, zwecks Marathon laufen und so. Ob es dann wirklich was wird, ist natürlich eine andere Sache, aber das sind jetzt erstmal so Sachen, die ich mir vorstelle. Aber ich will auf jeden Fall nicht aufhören. Ich kann es mir nicht vorstellen, dann 10 Stunden am Tag am Fenster zu stehen und andere Leute zu beobachten, wie die ihr Leben leben. Oder einfach nur nachmittags mal in den Park zu gehen und ein bisschen Schach zu spielen. Das ist dann der Lebensinhalt. Nee, sorry, das kann ich mir für mich nicht vorstellen. Das soll nicht eine Kritik an dir sein, wenn du das für dich vorstellen kannst. Ah ja, dann nur noch 10, 12 Stunden am Tag rumzuliegen und ein bisschen Netflix zu schauen. Hey, fein. Vielleicht schaue ich dann auch nur noch Anime. Hätte ich auch nichts dagegen. Also, ich weiß jetzt noch nicht. Aber nee, selbst dann kann ich es mir nicht vorstellen. Das geht mal eine Woche gut. Brauche ich auch ab und zu, nicht eine Woche, aber mal so einen Tag, nur rumzulümmeln. Klar, das braucht man immer mal wieder. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, dauerhaft nicht kreativ tätig zu sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Und genau das Gleiche, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen, wäre ein absoluter Albtraum für mich, wo ich denken würde, mein Leben ist gescheitert und ich habe es mir richtig verkackt. Ungelogen. Also das wäre wirklich ein Horrorszenario für mich, zumal ich Kinder nicht mag, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin Lehrerin und es klingt vielleicht erstmal weird, das zu sagen in diesem Kontext, aber ich bin kein Fan davon, sie selber zu haben. Sie sind nicht etwas Lebensform, generell Lebensform Mensch bin ich schon nicht so freundlich gegenüber gestimmt. Ich präferiere Tiere, sagen wir es so. Tiere sind der bessere Mensch. Nee, aber ich mag es einfach nicht. Und da haben schon viele, kriegen die Krise. Was, du bist eine Frau, du willst keine Kinder kriegen und du magst keine Kinder? Was ist falsch mit dir? Aber das verstehen auch viele nicht, wenn ich das sage. Die denken dann sofort, oh, du hast ja dann Kinder, gell? Wenn du keine Kinder magst, dann musst du die ja richtig schlecht behandeln, hä? Du, es gibt auch Grauzonen, ne? Also man kann auch eine Sache nicht gut finden und trotzdem damit gut umgehen. Und zumal Lehrerin ist es auch ein breiter Begriff, ne? Also wenn ich Kinder sage, dann meine ich nicht unbedingt Teenager oder junge Erwachsene. Das ist nämlich die Gruppe, die ich unterrichte. Und deswegen bin ich auch nicht ins Grundschullehramt gegangen, weil das wäre für mich absoluter Horror. Vorschule, das ist wieder was anderes, das habe ich mal gemacht, das ist ziemlich geil. Aber so dieses Alter Grundschule, das wäre absolute Katastrophe für mich. Ja, deswegen lehre ich eher junge Erwachsene, vor allen Dingen Studierende, das macht richtig Bock. Ja, aber ich will echt nicht zu viel Zeit mit jungen Kindern verbringen. Das wäre absoluter Horror. So, das. Ja, und das sind schon so 2 Bereiche, Rente, Kinder, wo ich komplett aus dem Raster falle. Und mittlerweile bin ich vollkommen fein damit. Aber viele sind das nicht. Viele fühlen sich dazu gezwungen. Und viele werden dann auch Eltern, wo man sagen könnte, hätte vielleicht nicht passieren sollen. Ne? Also überleg dir das gut, ob du dem vorgeschriebenen Pfad folgen willst. Meistens ist es nicht der Pfad, der dich glücklich macht, der deinen Erfolg definiert. Und wie gesagt, die anderen Punkte auch, aber ich will jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon genug ausformuliert. Also schauen wir uns noch den letzten Tipp, die letzte Lektion für heute an. Und dann schließen wir es erstmal, dieses sehr, sehr lange Video. Lesson number 15. Buy intentionally, because money will go away anyway. How many times I found myself wasting my money on small things just because they were cheap, ended up throwing away that cheap stuff
and I could have saved money and got Oh ja. myself what I really wanted. Ah ja, das ist wieder so ein Finanztipp jetzt am Ende. Dieses bewusste Kaufen von Dingen. Ja, buy intentionally, weil das Geld sowieso weggehen wird. In dem Sinne, kauf dir gleich was von Qualität, weil wenn du bei der Qualität einsparst, wirst du früher oder später trotzdem noch mehr Geld ausgeben, um die Qualität wieder reinzuholen. Also lieber wirklich am Anfang ein bisschen mehr investieren. Was mir am ehesten da einfällt, ist jetzt tatsächlich ein Kleidungsbeispiel. Ich habe einen Wintermantel tatsächlich, den habe ich mir damals in der 11. Klasse, wo ich schon ausgewachsen war, relativ groß auch schon war, gekauft von EMP. Das ist das teuerste Kleidungsstück, was ich besitze. Das hatte so um die 130 € gekostet und ich weiß, es gibt noch viel teurere Sachen, aber war nicht, mittlerweile nicht mehr so, aber ich bin da schon ein bisschen knauserig. Ne? Also ich gucke da schon in dem Sinne, dass ich gute Qualität mir hole, aber ich brauche jetzt auch keine Markenprodukte, sagen wir es so. EMP ist ein Markenprodukt, aber ich fand das damals so geil. Mir hat dieser Stil von diesem Gothic-Mantel so gut gefallen. Mir ging es nicht um die Marke, ne? Also ich will das eh nicht irgendwo stehen haben, EMP. Aber einfach dieser eine Mantel hat mir so gut gefallen. Und Wintermantel, wie gesagt, den habe ich mir gekauft von meinem Taschengeld, mühsam zusammengespart. Ja, diese, wie gesagt, über 100 €. Und den Mantel habe ich heute immer noch. Alle anderen Sachen, literally, alle Jacken, die ich sonst hatte, die sind kaputt gegangen und den Wintermantel trage ich bis heute. Ja, ein Loch musste ich mal nähen, aber das war wirklich sehr dumm selbst verursacht. Aber ansonsten, die Qualität, das ist top. Und das ist mittlerweile 11. Klasse, das war 2011. Das ist über 10 Jahre her. Ja, fast 15 Jahre sogar. Also das hat gehalten, das ist Qualität. Und das gilt eigentlich bei allen Sachen. Egal wo ich drüber nachdenke, auch jetzt hier bei meiner Technik, ich habe in den Mac Studio investiert, ja, ein sehr teures Gerät, wo man auch sehr viel für die Marke zahlt, gebe ich zu, aber man bekommt eben auch ein fertiges System, wo man sich über nichts Gedanken oder sehr wenig Gedanken machen muss und was halt auch einfach Leistung mit sich bringt bei den Specs, die ich da gewählt habe. Und ja, das hat entsprechend gekostet, aber mittlerweile profitiere ich halt extrem davon. Ich konnte viel schneller meine Kurse jetzt produzieren, einfach weil Prozessor, Grafikkarten und generell die RAM, all das war deutlich besser, die RAM-Zahl, sodass ich viel schneller Videos produzieren konnte. Das ging vorher nicht mit dem läppigen Gerät, was ich da hatte. Da habe ich investiert und das hält mir auch bis heute schon mehrere Jahre, macht das mit. Keine Probleme, wo ich zuvor mit den scheiß Windows-Geräten nur Probleme ohne Ende hatte und ständig irgendwelche dämlichen Updates kamen zu Zeitpunkten, wo du es nicht haben wolltest. Nur Probleme und ja, ich weiß, es gibt auch Hater, ne, Apple, du zahlst da so viel für die Marke. Ja und? Es funktioniert aber in meinem Fall. Also ich hatte nie so viele Probleme wie mit Windows und Mac vor allen Dingen allein so eine kleine Sache, ich will jetzt nicht das übelst praisen, aber für mich ist es halt das Perfekte. Allein so eine kleine Sache wie AirDrop, dass ich einfach eine Datei von meinem Handy, ja, ich habe jetzt auch ein iPhone, ich habe auch ein iPad, ich bin eingeäppelt sozusagen, aber dieses ganze Ökosystem, dieser ganzen Geräte, das kommt nicht von ungefähr. Das hat einen extremen Nutzen für mich als einerseits Kreativperson, ja, Macs sind eigentlich primär offiziell damals für Kreativpersonen ausgelegt worden. Es hat sich mehr und mehr in den Mainstream verlagert, aber eigentlich ging es vor allen Dingen vorrangig um Kreativleute, die sich nicht so stark mit den technischen Hintertüren auseinandersetzen wollten, sondern einfach primär Designer, die eine schöne Oberfläche haben wollten und einfach arbeiten wollten, ohne sich die ganze Zeit Gedanken dazu zu machen, ob das jetzt läuft, wie es läuft und so weiter. Ja, jedenfalls das ganze Ökosystem, dass ich einfach schnell Bilder hin und her droppen kann, auch auf mein MacBook, was ich für die Lehrstelle brauche, hin und her. Das ist einfach ein Ökosystem, was mir so viel Zeit, Frust und Arbeit spart auch. Ja, also wo ich einfach so viel Benefit von habe, auch wenn es teuer ist. Ja, es ist teuer. Aber es nützt mir was und vor allen Dingen, es hält auch. Ja, wenn ich mir ein neues Gerät hier zulege, dann nicht, weil es kaputt gegangen ist, wie es bei all meinen Windows-Geräten der Fall war, auch bei Geräten, die viel gekostet hatten tatsächlich, sondern weil es nicht mehr von Updates supported wird zum Beispiel, weil einfach es so lange schon draußen ist oder
der Kaufzeitpunkt so lange her ist, dass einfach keine Updates mehr dafür gegeben werden und das finde ich dann auch irgendwo fair. Also ich erwarte jetzt nicht eine Abwärtskompatibilität von 20 Jahren, das kann keine Firma stemmen, das geht nicht, wenn du dafür nicht neu zahlst, ne? Ein Subscription-Modell. Wobei selbst das würde ich dann machen, aber es gibt es halt nicht bei Apple und deswegen bin ich auch fein und irgendwo, wenn man dann auch mehr Leistung für ein ähnliches Geld bekommt, ne? Technik ist ja deflationär, bin ich dann auch fein damit, ein neues Gerät zu kaufen, aber in der Regel kaufe ich es eben so lange nicht, bis es ausgedient hat, bis keine Updates mehr kommen oder ich irgendein neues Feature brauche. Und das kann ich eben nur deswegen, weil die Geräte qualitativ so gut sind, dass sie so lange halten. Ja, und dass sie eben auch so viel Gutes, so viel gute Features bieten. Ja, das vielleicht mal jetzt noch am Ende. Ich hoffe, ja, dass da einige Tipps dabei waren, die dich inspiriert haben, dass du auch was davon mitnehmen konntest. Wie gesagt, wir sind jetzt erst bei der Hälfte. 15 von 30 Lektionen, die ich mit 30 Jahren gelernt habe oder die sie gelernt hat und wo ich jetzt auch meinen Senf dazu beigetragen habe. Ich würde den zweiten Teil auf ein zweites Video auslagern. Ne, wie gesagt, wir sind jetzt schon sehr lange dabei. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei Teil 2 wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ja, nimm diese Learnings mit, wenn du sie noch nicht gemacht hast. Sperr die Augen auf und halt die Augen auf. Nimm sie auf jeden Fall mit. Das sind sehr, sehr wertvolle Learnings. Ich hoffe, entweder hast du sie schon gemacht oder du wirst sie machen mit möglichst wenig Lernschmerz, sagen wir es so. Also in diesem Sinne gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald.